Willkommen bei meinem Format Gothic Matters. Heute mit dem liebenswürdigen Synchronsprecher und auch vieles mehr, Bodo Henkel. Du hast mich damals, als ich ein kleines Kind war, als ich Gothic angefangen habe zu spielen, hat mich deine Stimme inspiriert. Diese Stimme hat mich immer mir immer so gesagt, ja, ich muss weitermachen. Der weiß Bescheid. Der ist eindrucksvoll. Das ist einfach cool. Und ja, ich habe dich jetzt zum Interview eingeladen, du hast akzeptiert und ich freue mich dann sehr, dass du da zugestimmt hast. Und das ist doch gerne gemacht, kein Thema. Danke. Und dann würde ich mal einfach sagen, du fängst mal an, ein bisschen was über deinen Berufsweg zu erzählen. Der ist ja ziemlich groß, deswegen wird es natürlich verkürzt und so weiter und so fort, aber ja. Warte mal, wie viel Zeit haben wir? Ja, du hast genug Zeit, theoretisch. Ich habe auch genug Zeit. Das ist Also, ich sag mal so, interessant ist dabei ja die Sprechertätigkeit mehr oder weniger. Und das Ganze fing an, ich versuche den Anfang kurz zu halten. Ich wurde in einer Diskothek von einem Rundfunksprecher entdeckt, der Beziehungen zu anderen Leuten hatte. Und zwar zu den Machern, die den ersten deutschen Radiosender in Deutschland gegründet haben. Und da wollte er auch mitmachen. Das hat er damals beim SWR bekannt gegeben und dann haben die gesagt, ist nicht. Könnte mal Konkurrenz werden. Also entscheide dich, bleib hier oder geh dahin. Aber beides geht nicht. Und dann musste er dort schweren Herzens absagen und kam dann zu mir und sagt, hör mal, willst du zum Radio? Ja, ist klar. Da hast du keinen wie alleine. Nein, echt jetzt? Ich sage, ja, als DJ und dann zum Radio oder wie? Ja, sagt er, das geht. Ich bringe dich mit den richtigen Leuten zusammen und gut ist. Er brachte mich mit den Leuten zusammen und weil ich damals wohl dann von ihm kam, dem großen Heinz Siebeneicher, hat niemand gefragt, was ich sonst gemacht habe, so kurz gesagt. Denn ich war seine Empfehlung. So kam ich dann dazu, so bin ich auch tatsächlich derjenige, der in Deutschland den allerersten Satz in den öffentlichen, in den Äther gesprochen hat, der nicht öffentlich-rechtlich, sondern privat war. Das war 1984 im September. Und da hatte ich die große Ehre, dass ich einen Testsender der Post dann mal mit ausprobieren durfte von einer Ausstellung her, die unser Sender bestückt hat. Wir waren zunächst eigentlich nur im Kabelpilotprojekt Ludwigshafen-Vorderpfalz. Das war ein Kabel mit Kupferkabel und hatte 50.000 Anschlüsse in der gesamten Pfalz. Das ist nicht gerade der Bringer. Wir hofften damals auf mehr, hatten allerdings auch auf UKW gehofft. Und aufgrund dieser ersten Sendung dort und der weiteren Sendung von dieser Ausstellung bekamen wir tatsächlich eine UKW-Frequenz. Allerdings nicht wir, sondern ein größeres Konsortium, das sich später Radio RPR nannte und uns kaufen musste. Das war die Bedingung. Und so kam ich also zu Radio RPR. Dort bei einer der Sendungen später habe ich dann mal eine Sängerin kennengelernt, die aber auch Sprecherin ist, Susanne. Und die wiederum saß bei mir in der Sendung und sagte, sag mal, du hast so eine tolle Stimme, sprichst du eigentlich Werbung? Wissen Sie? Werbung? Nein, ich kenne da auch keinen. Ach, das können wir erledigen. Gib mir mal deine Mailadresse, ich stelle dir alles zusammen, Studios, wo du hin musst und so weiter und dann machst du Termine und so weiter und so weiter. Und so habe ich das auch gemacht. Und es war unglaublich, aber es hat funktioniert. Und so kam ich auch zu einem Studio, das heißt auch heute noch so, ist nur an einem anderen Ort, M&S Sounds, die waren vorher in Frankfurt, jetzt sind sie in Offenbach. Und die haben damals Gothic aufgenommen. Und die haben mich auch weitergegeben als Stimme, weil du landest dann automatisch immer in irgendeiner Bank, sobald du bei irgendeinem der Studios auftauchst. Und
da kam dann Harry dazu, Harry Iken von Piranha Bytes, und hat mich dann damals gecoacht. Und so bin ich eigentlich, das war eigentlich der Kurzweg, wie ich in die Spieleszene gekommen bin. Über Werbung und so weiter. Und irgendwann sprach mich einer an und sagte, sag mal, sprichst du auch Computerspiele? Nein, aber gewohnt jetzt schon. Für mich war, dass immer alles neu ist und deswegen kann man aber probieren. Ja? Und so bin ich also auch in die Spieleszene reingerutscht. Und ich muss sagen, durch dieses Gothic eröffneten sich dann Tür, Tor und die Welt. So einfach. Ja, das ist halt wirklich natürlich eine tolle Sache. Wenn man so eine Chance bekommt und diese dann richtig ausnutzt und auch richtig ausschöpfen kann. Ja, ich hatte dummerweise 2006 einen bösen Unfall. Und zwar genau zu der Zeit, als ich eben in diese Wohnung hier umziehen wollte. Und lag dann nicht nur Wochen und Monate im Krankenhaus, ich saß so 8 Monate im Rollstuhl. Und da habe ich mir hier im Rollstuhl, ich habe mir das Material bringen lassen, weil ich hätte noch nicht mal da oben auf diesen Schrank greifen können, weil ich aus dem Stuhl nicht rauskam. Ja. Habe ich mir alles Mögliche hier hinstellen lassen und habe mir mit Fuchsschwanz und sonst was einen Paravan gebaut, der so um mich herum war, und habe den bestückt mit Schallschluckmaterial und habe mir dann eine Sprecherecke gebaut, weil ich gesagt habe, ich muss irgendwas von hier zu Hause aus machen. Und da habe ich, glaube ich, über 300 Mails in alle Welt verschickt, so nach dem Motto, hallo, mich gibt's auch noch. Und das hat funktioniert. Und so kamen noch mehr Spieleleute auf mich zu. Und ich weiß gar nicht, woher die alle stammten jetzt. Also das kann ich heute auch nicht mehr so sagen. Und selbst wenn ich jetzt mal so in meine eigene auf meine eigene Webseite gucke und stelle fest, was ich da so in eigener Erinnerung gemacht habe, das ist eine ganze Menge Zeug. Ich kann aber nicht mehr sagen, wer hinter welchem Spiel steckt. Weil ein Geheimnis, wissen die meisten eigentlich schon, und wer es noch nicht weiß, ich selbst spiele keine Spiele. Ich kann es auch gar nicht. Ja, das habe ich gesehen. In anderen Interviews. Wurstfingern hier kann ich nichts anfangen. Nein, es ist auch nicht mein Ding. Ich will nicht sagen, für mich ist das Zeitverschwendung. Das Problem ist, ich habe da zu wenig Zeit dafür und verbringe sowieso den ganzen Tag beruflich am Computer, mich dann noch hinzusetzen und 2-3 Stunden zu daddeln. Erstens würde meine Frau sich wahrscheinlich längst auf den Weg gemacht haben. Nach sonst wohin. Was mich sehr treffen würde. Und zweitens, nein, also es geht einfach nicht. Ja? Genauso viele fragen mich, weil ich ja so über 22 Jahre Radio gemacht habe, ja, was hörst du denn so als Lieblingssender? Leute, ich sitze in meinem Bürostudio und mache Aufnahmen. Da machen sich so Popsongs im Hintergrund ganz schlecht. Ja, stimmt. Das stimmt tatsächlich, ja. Ich stehe manchmal zwischendurch auf, damit ich mich auch mal bewege und meinen Stuhl mal wieder durchatmen kann. Und das mache ich dann gerne mal zur vollen Stunde. Gehe dann in die Küche, hole mir noch einen Kaffee oder was anderes zu trinken. Und dann schalte ich die Nachrichten ein, damit ich die wenigstens mitgekriegt habe. Denn es gibt Tage, so wie jetzt die letzten 2 Tage, die waren wunderschön. Habe ich nichts von mitgekriegt. Weil ich sitze hier zwar am Fenster, aber mein Blick geht hier in diese Richtung. Und das ist mein Arbeitsplatz hier. Und dann kommt meine Frau nach Hause und sagt, hey, toller Tag draußen heute. Und ich so, okay. Echt? Habe ich noch nichts von mitgekriegt. Weil ich mache jetzt zum Beispiel sehr viele Hörbücher. Und da sitzt du, wenn so ein Hörbuch eine Laufzeit, sage ich mal, von nur 10 Stunden hat, dann sitzt du da 40 bis 50 dran, um das fertig zu machen. Und
Gott sei Dank habe ich Verlage, die nicht so auf die Tube drücken, was die Abgabezeit betrifft. Denn ich lese am Tag maximal 2 Stunden ein. Und dann ist die Konzentration auf diesen Text für mich eigentlich nicht mehr unbedingt gegeben. Mhm. Das mag am Alter liegen, es mag aber auch an der Lust liegen. Weil ich will das dann so rüberbringen, dass man da gut zuhören kann, dass es Spaß macht. Aber nicht den Text runterrasseln, damit er weg ist. Das kann ich nicht ab. Ja. Und ja, dann hast du keinen Kopf mehr für irgendwas anderes. Und wie gesagt, zum Spielen oder Spielen lernen gleich gar nicht. Ja, das weiß ich. Und ich weiß auch, dass du wirklich immer auf Qualität setzt, du willst, dass es Spaß macht. Das habe ich auch schon in anderen Interviews mitbekommen. Du willst, dass das gut rüberkommt und nicht nur einfach Rätselrassel, so wie du es gerade auch gesagt hast. Ja. Das muss eine Qualität haben und das muss nicht nur anhörbar sein, sondern es soll einen auch irgendwie berühren. Ich weiß, schau mal, ich war in einem Studio in Frankfurt. Witzigerweise, ich fuhr damals, kann man ja ruhig sagen, einen Kia, einen so Bus jetzt, ne? Ja. Aus dem einfachen Grunde, da war ich nur als DJ unterwegs und ich brauchte einen Laderaum. Ja. Und der war mir gerade verreckt. So, mitten auf der Autobahn. Und dann kommt ein Anruf aus Frankfurt von einem Studio. Bodo, hättest du an so und so vielen Zeit für einen TV-Spot? Ich sage, ja, um was geht's? Ah ja, die Automarke Kia. Haben die mich gehört oder wie? Und habe den Spot gemacht und habe dann also da waren die noch am Beraten und machen und dann stand ich da und machte so einen auf Harpe Kerkeling und machte dann so, Leute, ich muss euch sagen, guckt euch mal der neue Kia an. 7 Jahre Garantie. So, das haben die dann aber mitgekriegt, da vorne. Und da sagte eine, kannst du das normal machen? Ich sage, ja, und da sagte er, nimm das auf. Der hat das aufgenommen, der Toningenieur, und der gute Mann hat das hat den Film dazu einspielen lassen. Das findet man heute bei YouTube unter Kia Grevenbroich. Boah, das muss ich mir auf jeden Fall ansehen dann noch. Es ist immer noch da. Ja. Und das war damals so ein Gag dazwischen. So, das war zur Erheiterung der Leute. Alles gut. Dann waren wir da fertig mit dem Spot und der endete mit 7 Jahren Garantie. So baut man heute Autos. Okay, ich bin da raus auf dem Parkplatz und habe gesagt, also ich weiß nicht. Der Schluss, ich habe da noch eine andere Idee. Da bin ich noch mal rein und sage, oh, ist noch da? Ja, ich habe gerade auf dem Parkplatz noch eine Idee. Können wir noch mal was machen? Wir schießen mal gegen VW. VW hat einen recht bekannten Sprecher, der dann sagt, dann ist es das Auto. Also habe ich den Schluss nochmal neu eingesprochen, dann hieß es mit 7 Jahre Garantie. So baut man heute Autos. Okay, das ist gut. Das fanden die so gut, dass mir das Folgendes einbrachte. Ich wurde der gesamte Sprecher aller Spots. Radio, Fernsehen, völlig egal. Sogar der Anrufbeantworter in der großen Niederlassung in Frankfurt wurde mit meiner Stimme bestückt. Und ich habe dann das 3 Jahre lang gemacht. Jeden Spot. Ja, also ich muss ehrlich sagen, das war ein Ding, toi, toi, toi. Damit habe ich richtig Geld verdient. Und alles nur aus dem Grunde, weil ich gesagt habe, nein, das geht noch besser. Und das kann ich nur allen raten, das immer wieder zu hinterfragen. Kann ich vollkommen nachvollziehen. Ja. Tust du auch eigentlich englische Rollen sprechen oder nur Deutsch eigentlich? Ab und zu muss ich auch mal auf Englisch ran, ja.
Und, Gibt's da irgendwas, was dir gerade einfällt zum Beispiel? Ja, I don't care, genau, aber... Ja, was mir jetzt gerade einfällt. Nee, im Moment, nee, aber nicht böse sein, das hat nichts mit Gedächtnisschwäche oder sonst was Nee, zu natürlich tun. nicht. Das ist wirklich irgendeine Rolle oder irgendeine Aufnahme ist wie und morgen läuft eine andere Sau durchs Ort. Ja. Okay, wollte ich ja nur wissen. Hätte mich interessiert, wie das so klingt. So. Also die spektakulärste Rolle, das kann ich dir gerne mal schicken. Ich komme da jetzt im Moment nicht so dran. Die ich auch tatsächlich noch habe, war eine Bewerbung auf einer amerikanischen Sprecherplattform. Ich bin auf mehreren Plattformen, wo man mich finden kann, also jetzt professionell. Und da wurde eine Stimme für die Hollywood Dingsbums Horror Nights in Disneyland gesucht. Und da habe ich mich als Deutscher beworben und ich habe es gekriegt. Nicht schlecht. Das ging so Hollywood Horror Nights, See the Fantastic Things und so weiter. So, und wie gesagt, ich schicke dir das gerne noch. Ja, danke. Würde mich echt interessieren. Ja. In nur 30 Sekunden kannst du gerne mal mit einspielen. So, ja, und auch das waren so Sachen, wo ich sage, so, ich jetzt als Deutscher gewinne dieses Casting, ja, und in Amerika waren, ich weiß nicht wie viele, aber sie fanden jetzt die Stimme und alles passend. So what? Ja, in umgekehrter Reihenfolge zum Beispiel in Bottrop, da ist Warner Brothers Movie World oder ist es Bochum? Oh Gott, ich weiß es gar nicht mehr. Also Warner Brothers Movie World und da habe ich eine Rolle bei den das waren diese Magneto und was weiß ich Typen. So, und da war ich der Magneto. Ich habe hinterher ein Dankschreiben von der Showagentur aus USA gekriegt, wie toll das alles gewesen wäre und wie toll wir zusammengearbeitet hätten und endlich hätte mal einer was mit kompletten Einsatz und Feeling gebracht, so wie sie sich das vorgestellt haben. Die haben mir dann noch geschrieben, das habe ich auch noch. Tolle Nummer, bin ich stolz drauf. Ja. Das war wie gesagt dann mal umgekehrt, dass die Kunden von hinten dann kamen. Aber es lohnt sich also wirklich, wenn man irgendwas macht, alles zu geben. Und wenn dich der Job anstinkt und du schon morgens Magenschmerzen kriegst, dahin zu gehen, dann hau da ab. Das ist ganz einfach, mach was anderes. Ich habe früher auch ganz was anderes gemacht. Ich habe Fotoentwicklungsmaschinen verkauft und geserviced. In ganz Europa. Ja? Und bin überall rumgeflogen, frag mich. Und dann und dann habe ich so nebenbei DJ gemacht. Warum? Weil ich das Auto vom Sohn von meinem Chef beim Rausfahren aus der Betriebseinfahrt hinten an die Wand gesetzt habe und musste es bezahlen. So, und so habe ich dann DJ nebenbei gemacht und so bin ich dann da entdeckt worden, das kennst du. Ja. Das Leben ist ein ständiger Wandel, ganz einfach. Und man muss das mitmachen. Man darf nicht irgendwo einfach hängen bleiben. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ich Hörspiele spreche, dass ich Hörbücher hier bei mir zu Hause komplett alleine, ohne Regie aufnehme. Aber ich habe es gemacht, kam gut an und die haben gesagt, du brauchst keine Regie. Okay, gut, hat sich rumgesprochen, kann ich von leben. Ja? Das ist aber auch nur, weil ich wirklich das mache, was mir auch richtig Vergnügen bereitet. Mir selber, auch manchmal Kopfschmerzen, kein Thema. Ja, ich habe gerade heute einen neuen Computer kaufen müssen, weil der hier mit Windows 11 nicht klarkommt. Ja? Ja, das sind so Sachen, die hast du dann eben auch mal. Aber wie gesagt, wenn ein der Job ankotzt, dann lass es. Das sind Jahre deines Lebens, die du dir versaust, morgens dahin zu gehen und abends geladen wie eine Pistole nach Hause zu gehen. Das bringt nichts.
Ja? Man kann nicht alle Träume verwirklichen. Das hier, dieser Job, das war kein Traum von mir. Das hat sich einfach so ergeben. Fertig. Ja, und das hat halt funktioniert. Und jetzt am Ende bist du halt glücklich, weil du auch wirklich Spaß daran hast, auch das alles zu machen. Ja, und ich habe mir innerhalb dieser Möglichkeiten, die es hier so gibt, habe ich mir halt eben auch meine herausgesucht und habe mich auch drum gekümmert. Das heißt, drum gekümmert, ja, bei der Spieleszene war es eher so, dass die Spieleszene sich um mich gekümmert hat. Gott sei Dank, weil wir hätten nie zueinander gefunden. Und dadurch, dass ich auch Theater gespielt habe und mal wieder gerne mache, ist es so, dass ich auch gerne Rollenspiele übernehme. Also als Schauspieler könnte ich durchgehen, das sagt meine Frau und andere. Und aus diesem Grunde sind Rollenspiele dann ja schon auch eine Passion. Und Hörbücher sind so ähnlich. Du musst ja, ich sag mal so, den Charakter von dem, den du da vorstellst oder den du da präsentierst, auch ein bisschen rüberbringen. Ich habe jetzt gerade zum Beispiel ein Buch, da geht es um einen gealterten Schauspieler, der irgendwo ganz allein da oben auf dem Hang wohnt, an einem bekannten See in Italien. Und ständig fahren sich Leute bei ihm in der Einfahrt fest, weil sie da wenden wollen, denn er wohnt in einer Stichstraße, wo es nicht weitergeht. Und jetzt geht er irgendwann geladen raus und sagt, so, ich habe jetzt die Schnauze voll von diesen durchgeleierten Reifen in meiner steil aufgehenden Auffahrt, nur weil sie alle zu blöde sind und auf ihre scheiß Google hören. Dann sitzt da allerdings eine junge, hübsche 24-Jährige, die sehr entwaffnet ist. Und ja, dann wird er fast handzahm. Ja. Ob der Tatsache erstens mal, dass sie nicht gerade unattraktiv ist, dass sie deutlich jünger ist, er ist 75, und dass er eigentlich seit Jahren da oben alleine wohnt und gar nicht mehr gewöhnt ist, sich mit irgendjemandem zu unterhalten. Ja. Und das muss in der Rolle ja auch rüberkommen. Mein Verleger sagte, als ich ihm die ersten Seiten geschickt habe, ja, du bist da am Anfang ein bisschen langsam, stockend. Ich habe das mal schneller gemacht. Da habe ich gesagt, ja, das mag schon sein. Aber stell dir mal einen vor, der seit 5 Jahren mit niemandem redet. Und plötzlich hat er jemanden vor sich, die ihm ziemlich zutextet. Und er sie aber auch nicht loswerden kann, weil sie steht mit kaputtem Auto in seiner Einfahrt. So, er muss sich jetzt mit ihr unterhalten. Dann sucht er auch erstmal nach, ja, kann ich die jetzt fragen, um einigermaßen höflich rüberzukommen, ohne ihr natürlich nahe zu treten oder so. Also stockt er erstmal ein bisschen. Und ich finde, das ist dann natürlich, wenn die zwei sich jetzt nach Stunden näher kommen und mehr übereinander wissen, dann sieht die Sache anders aus. Ja? Und ich denke, das sind so die Sachen, die muss man damit reinbringen. Das sind ja auch, ich sag mal, Bezeichnungen von Charakteren auch in Games. Ja? Spiel mal einen, der ein bisschen schüchtern ist, es ist ja sein Chef, vor dem er steht. Dann sagt er auch schon mal, also Chef, ich weiß nicht, aber vielleicht sollten wir es doch anders machen. Also ich meine, ich frage ja nur. Ja? Und wenn jetzt einer ganz bestimmt da ist und sagt, nee, Chef, tut mir leid, das mag Ihre Vorstellung sein, aber ich weiß es ja leider ganz genau, das geht so nicht. Von dem Gedanken müssen Sie sich verabschieden. So, das sind zwei ganz verschiedene Momente. Ja? Und die musst du dann auch so rüberbringen. Und ich denke, das ist mir bisher ganz gut gelungen soweit. Ja, das erinnert mich an eine Sache, die Xardas damals bei dir, wie du mal gesprochen hast, wo es darum ging, dass der Held dieser Geschichte ja diese eine Klaue Belias weggeschmissen hat, einfach ins Wasser geworfen hat. Und der hat ja, Was hat er ins Wasser geworfen? Die Klaue Belias, was war der Artefakt des bösen Gottes in Gothic so. Ach so. Genau, und dann hast du dann so entrüstet gesagt, wie konntest du nur so blöd sein, so sozusagen so auf die Weise. Ja. Und danach sagst du noch so beruhigter, dann, nachdem du dich so gefasst hast,
ich hoffe, dass du nicht in allem so nachsichtig bist, plötzlich dann kam als nächstes. Und man hat wirklich so gefühlt, so erstmal so richtig sauer und dann so, ich hoffe, das passiert nicht nochmal auf die Weise. Und das hat man genau dann gefühlt in dem Moment. Und das ist halt die Glaubwürdigkeit, die man dann damit rüberbringt. Ja, das meine ich ja. Weißt du, und das kannst du auch teilweise in einem Satz schon lesen. Ja, oder es steht da so oben drüber in Klammern, wird dann doch einsichtig. Ja, und dann kannst du auch ruhig mal explodieren und dann zu sagen, naja, gut, die Erfahrung hast du jetzt auch gemacht. Machen wir ihn nochmal. Ja, genau. Und das sind Sachen, die müssen halt damit einfließen. Und mir macht das Spaß und bisher, wie gesagt, scheint es zu funktionieren. Ja, du hattest in deiner Kindheit ja auch ein bisschen so Musik gemacht, oder? So ein bisschen mit deinen Freunden, habe ich ja mal gehört, in einem anderen Interview. Ich habe 6 Jahre lang Schlagzeug gespielt, in einer Teenagerband. Und die zerfiel dann leider, als ich dieses Angebot, das war in Kiel, ich bin in Kiel geboren, als ich dieses Jobangebot aus Darmstadt bekam von dieser US-Firma und dann darunter bin, danach hat sich die Band dann auch aufgelöst. Wir sind heute noch alle befreundet und haben uns auch vor kurzem gesehen, aber wie gesagt, Musik, mein Freund Peter, der hat immer noch zu Hause 3, 4 Gitarren hängen. Bei dem habe ich gesagt, der geht mit der Gitarre ins Bett. Und spielt auch heute noch. Bringt seinen Enkeln inzwischen bei. Ich habe kein Schlagzeug mehr zu Hause und müsste mich heute nochmal neu dran setzen, aber ich denke, es ging noch. Aber so bin ich zur Musik gekommen damals auch. Und ich habe mich für alle möglichen Richtungen auch interessiert, weil wir haben ja alles gespielt. Ich habe damals am Schlagzeug With a Little Help from My Friends von Joe Cocker gesungen. Ja. Weil da konnte ich mich so richtig ausmisten am Schlagzeug und im Gesang. Hab aber auch, das glauben mir die wenigsten, weil die Stimme änderte sich erst später, ich habe aber auch Words von Bee Gees gesungen. Das war mein Part in der Band. Bee Gees. Richtig cool. Ja, ich konnte damals Koloratur singen. Das ist dieses ja. Und damit habe ich die Leute bei uns in der Straße genervt, denn da schallte es so schön zwischen den Häusern. Du hast so ein tolles Echo gehabt. Und irgendwann ging die Fenster auf. Ruhe da unten. Das ist heute unvorstellbar, weil meine Stimme da gar nicht mehr mitspielt in den Höhen. Ja, das geht gar nicht. Ja, das passiert halt, das ist ja nicht schlimm. Man wird älter, man wird älter. Ja, weiser. Und weiser, auf jeden Fall. Genauso mit dem, wie du gerade schon gesagt hast, du hast gesagt, mach das, was dir Spaß macht. Wenn du in dem Job keinen Bock mehr hast, weil du jeden Tag nur sagst, oh nein, ich muss jetzt zur Arbeit oder so. Genau. Das ist auch ein weiser Spruch. Das kann ich jedem nur raten, weil du zerstörst dir so viel von deinem Leben mit so ungeliebter oder gar gehasster Arbeit. Geh da weg. Dann sei lieber 3 Monate arbeitslos und auf der Suche und schau dich neu um. Probier Sachen aus, die du noch nicht gemacht hast, die du dir aber vorstellen könntest. Gott sei Dank sind einige Firmen heute so weit, dass sie, weil es gab eine gute Zeit, da waren sie drauf aus und sagen, wir suchen jemanden um die 21 mit 12 Jahren Berufserfahrung. Okay, ja, kann wohl nicht funktionieren. Das war auch damals bei Disney so. Die suchten ganz junge Moderatoren mit einem riesen Wortschatz. Entschuldigung, wo soll der herkommen? Den lernst du erst im Laufe von teilweise zig Jahren. Ja, ich höre heute noch Worte, wo ich sage, was war das? Habe ich noch nie gehört. So, das ist so. Merkt man sich aber. Ja? Es muss ja nicht superkalifragilistikexpialigorisch sein, weil das braucht kein Mensch. Aber es gibt halt tolle Bezeichnungen, wie man es auch sagen kann. Ja, Synonyme. Und
das sich zu merken ist als Moderator nicht schlecht und ist als Sprecher auch nicht übel. Ja. Ja, das stimmt. Wie lange warst du eigentlich DJ, bis du dann zu den ganzen anderen Sachen gekommen bist eigentlich? Oh, ich habe eigentlich mit 15 angefangen und da gibt es auch noch ein Foto von mir in der Fotofachschule. Es war ein Internat und da hatten wir regelmäßig unsere Disco-Abende. Und da habe ich dann 2 Plattenspieler da stehen gehabt, aber wirklich frag nicht. Ja, so Kofferplattenspieler. Und die Platten brachten dann die Leute mit. Und ich habe dann an dem Abend aufgelegt und Dingens und habe dann hier und da einen coolen Spruch losgelassen. Vor allen Dingen, weil die Frau vom Direktor war pflegebedürftig, also die war krank und brauchte da Pflege. Ja? Ich weiß nicht, was sie hatte, irgendwie haben sich die Hüfte gebrochen oder was weiß ich, keine Ahnung. Und diese Pflegerin, Alter, das war ein Brett. Da haben wir wirklich die Kerle alle da gestanden, bloß nichts sagen. So, und dann weiß ich noch, da gab es damals den Song So Super Girl. Ich glaube, es war Graham Bonny oder so. Und ja, Graham Bonny war das. Und die habe ich aufgelegt, die hatte ich dort liegen und habe sie für die Pflegerin der Frau Direktor aufgelegt. Kam beim Direktor nicht unbedingt gut an, der Rest von Zeit. Naja, und später, da gab es bei uns einen Tanzschuppen bei uns im Ort, der nannte sich Blue Star, in Anlehnung an den Star Club in Hamburg, war zur gleichen Zeit. Und da habe ich auch schon mit 16 aufgelegt, auch nach 22 Uhr. Das ging dann so durch. Ja. Da spielte, das war ein ehemaliges Kino und ausgebaut und da wo die Leinwand war, spielte eine Band bis 22 Uhr und ab 22 Uhr kam immer Soul Finger als Erkennungsmelodie und dann ging es vorne im Eingangsbereich weiter und da war Kneipe und Disco und da ging es dann bis um 1 Uhr, klar, 1 Uhr war Schluss. Und da habe ich eine ganze Zeit lang auch aufgelegt, mein Bruder auch. So, und dann kam ich nach Darmstadt und dann kam, wie gesagt, dieser Zwischenfall mit dem Auto und mit dem Chef seinem Auto. Und dann habe ich gesagt, ich glaube, ich muss noch mal als DJ nebenbei arbeiten, damit ich die Kohle wieder rein. Naja, und so hat sich aber so einiges ergeben. Hätte ich diese Karre, diese verdammte Mistkarre, das war ein R4, nicht da an die Wand gesetzt, und hätte einen Schaden von 600 Mark damals gehabt, hätte ich nicht nebenbei arbeiten müssen. Hätte ich da nicht nebenbei gearbeitet, hätte ich später nicht den Rundfunksprecher kennengelernt. Hätte ich den nicht kennengelernt, wäre ich nicht zum Radio, wäre ich nicht zum Fernsehen gekommen. So einfach ist das. Das ist einfach eine Kettenreaktion, ja. Ja, weil alles baute dann irgendwann auf das andere auf. Nun, zum Fernsehen bin ich ja auch nicht einfach so gekommen. Ich war beim Radio und im gleichen Haus, fing Sat.1 an mit einem Studio, na, ich sag mal so, wie es bei Familie Neureich das große Wohnzimmer ist. Mehr aber auch nicht. Und ich wollte da mal mit zugucken. Und man kannte den Redakteur von dieser Sendung, der Goldene Schuss, die da lief, und noch so einige kleine andere Sendungen. Und dann habe ich mal gefragt, sag mal, Lutz Vermenker war das, kann ich da mal von der Regie aus mit zugucken? Ja, aber... Nee? Ja, nee, ganz ruhig. So, und dann passierte Folgendes, dass der Moderator dieser Sendung ein Pech hatte, nämlich der Telefonkandidat stürzte telefonisch ab, was damals, muss man sagen, sehr häufig vorkam. Ich kannte das vom Radio her, denn diese Telefonhybride in den Mischpulten mit einmal weg. Kein Mensch weiß warum. Ja, ja, okay, keine Panik. Da rufen wir neu an. So, das hat aber dieser Sprecher da irgendwo nicht kapiert, der Moderator. Der lief dann, ich mache das jetzt mal, Achtung, der lief dann auf die Kamera zu
und sagte dann, hallo, Regie, hallo, was mache ich denn jetzt? Hallo, könnt ihr mir weiterhelfen? Ich weiß gar nicht, der Kandidat ist weg. Und dann machte der Regisseur da hinten, der sprach dann ins Mikro und sagte, ja, wir wissen, wir arbeiten daran. Ja, was sollen die auch sonst tun? Ja, was denkst du, was die da hinten tun? Gucken sich den Müll an und sagen, mal gucken, wie er klarkommt. Also, und dann fuhr der nur so zurück und sagte, oh, ich sprenge um. Und da hinten hinter ihm saß ich. Und da sagte ich zum Lutz, da war er noch weiter hinten. Das war allerdings nicht die Absicht, nur so haben wir es später geklärt. Dann sagte ich, weißt du Lutz, das mache ich besoffen noch besser als der im Nüchtern. Weil ich das ja auch gewöhnt war, auch mit den Abstürzen. Da muss man eben labern, da muss man überbrücken. Ja? Erzähl einen vom Krieg oder sonst was. Der Techniker da vorne ist schon am Hacken in der Telefonleitung, um den wieder reinzukriegen. So, und dann drehte der sich um und machte dann so, wer sagt das? Naja, da saßen ja nicht allzu viele, Lutz und ich. Und dann sage ich, naja, also Entschuldigung, aber sowas wird mir im Leben nicht passieren. Erstens mal nicht so auf eine Kamera zuzulaufen. Das hat damit zu tun, weil ich es mal gelernt habe. Das war meine Berufsausbildung. So, und also auch mit Bildern umzugehen. Und dann kam dazu, dass ich, wie gesagt, auch gelernt habe, damit umzugehen, dass so ein Ding mal abstürzen kann. Ja? Und dann sagt er, pass auf, nicht die große Fresse haben, besser machen. Und da habe ich gesagt, das würde ich wohl hinkriegen, glaube ich. Zumindest mindestens genauso gut. Aber ich denke besser. Und dann sagte er, okay, du arbeitest ja auch hier im Haus, habt ihr ja schon gesehen. Naja, ich bin drüben bei RPR. Okay, was machst du Donnerstag? Ja, da habe ich Vormittagssendung und dann habe ich frei. Oh, passt. Nach der Mittagspause, nach 12, treffen wir uns hier, dann machen wir mal einen Probeschuss. Ja, ist okay, machen wir. Ich muss sagen, ich habe dann diese Donnerstagssendung gemacht. Prompt haben sie mir einen Kandidaten reingehängt, einer von der Mannschaft. Und prompt stürzte diese Dinge ab. Oder weißt du? Und ich musste dann da überbrücken. Ja, habe ich gemacht. Und habe dann gesagt, so, das macht nichts, Herr Müller. Solange Sie mich noch verstehen, sage ich Ihnen jetzt, legen Sie einfach auf, wir rufen Sie neu an. Ja, so, und in der Zeit machen wir hier Folgendes, so, fertig. Und dann war die Leitung tot und dann hieß es, Kandidat ist wieder da. Ah, na bitte, Herr Müller, was habe ich gesagt? Ja, die Technik ab und zu. So. Und das hat die überzeugt, das war Donnerstag. Ab Montag der kommenden Woche war ich auf Sendung. Für 2 Jahre. So einfach. Ja. Und dann hat Sat.1 damals die Rechte am Goldenen Schuss, das war das mit der Armbrust, verloren. Ein anderer Sender hatte wohl mehr geboten. Und da wurde aber schon der Gründer oder die Gründer des Regionalfernsehens auf mich aufmerksam und haben mich dann nach Mainz geholt. Und da habe ich dann dieses Sat.1-Fenster, was heute als 17:30 immer noch läuft, hat damals einen anderen Namen gehabt. Da bin ich dann dahin gekommen und habe dort teilweise ja mal 2, 3 Wochen im Monat jeden Abend diese Sendung gemacht. So, und jetzt kommen wir zum Wortschatz. Wie kommt man zum Fernsehen? So, das war jetzt die eine Möglichkeit. Wie bleibt man beim Fernsehen? Das ist die nächste Nummer. Dann habe ich gesagt, gut, denken Sie sich doch einfach mal eine Sendung aus. Sagen Sie 10-mal Guten Tag zu dieser Sendung und sagen Sie 10-mal Auf Wiedersehen. Immer anders. So, that's your job right now. Und dann müssen die aufschreiben. Da hört es bei vielen auf.
Nein, dann fangen sie an, dummes Zeug zu reden oder, weißt du, es gibt so viele Arten, sich irgendwo zu verabschieden. Und das musste ich damit einfließen lassen. Da habe ich auch noch ein paar dazugelernt damals. So ist es nicht. Aber sag mal, 3 Wochen jeden Abend anders auf Wiedersehen. Oder möglichst ein bisschen anders. Mhm. Sowas, da kriegst du Wortschatz. Ja, also, ja. Kann ich auch nachvollziehen, tatsächlich. Ja, es ist nicht einfach, und das hat auch gar keiner gesagt. Das Leben ist kein Ponyschlecken und auch kein Zuckerhof. Ja. Nee, das stimmt auf jeden Fall. Ich hatte eine Frage. Bezüglich, du hattest ja damals ein Interview gemacht mit denen, da hast du darüber geredet, wegen dem, ob dich T-Shirt angeschrieben hat. Damals wurde es ja nicht angeschrieben vom Gothic Remake. Ist das denn passiert, dass da du irgendwie angefragt wurdest als Sprecher oder so, oder irgendwie in der Art, oder nicht? Oder darfst du vielleicht nicht sagen, weiß ich ja nicht. Kommst jetzt auf die streng geheimen Sachen von Gothic Remake. Weil das jetzt schon bald rauskommt, deswegen habe ich gedacht, vielleicht hören wir dich dort. Ja, genau. So viel kann ich sagen. Ja. Ich bin da weiterhin im Rennen. Mhm. So. Okay. Ich habe allerdings noch nicht einen Text gesehen. Ja? Mhm. Also ich weiß auch nicht, ich habe wirklich keine Ahnung, ob das jetzt, ich glaube September hat man mal gemunkelt, ne? Das glaube ich fast kaum. Aber mein Wissen über diese Sache ist so wie dein Wissen über den 327. Stern hinter dem Mond links. Okay, sehr, sehr deutlich. Ja. Wirklich, ich weiß es nicht. Ich habe nur mit einem der Verantwortlichen gerade vor 2 Tagen kurz mal hin und her geschrieben und habe gesagt, sag mal, da nichts. Ja? Wir hatten da mal uns deutlich drüber unterhalten. Und es hieß sogar auch mal, kannst du dir vorstellen, eine Woche nach Barcelona? Habe ich gesagt, aber sicher. Ich liebe Barcelona. Also ich war da schon ein paar Mal und ich finde, die ist eine tolle Stadt. Ich würde da sofort runterfahren. Ja, also gar kein Schmerz. Würde ich noch nicht mal was für berechnen, für das Runterfahren oder für das Laufen, dass ich da hin muss. So. Weil es gibt hässlichere Orte, kann man sagen. Natürlich. Ich nenne jetzt keinen, aber. Ja. So. Und wie gesagt, aber ich habe dann erstmal auch gar nichts mehr gehört. Weiß jetzt allerdings aber auch aus aktueller Quelle, doch, wir sind da noch dran und du bist weiterhin im Rennen, gar keine Frage. Ja, ich meine, gut, liebe Gemeinde, das war's. Der Pastor hat gesprochen, das war das Wort zum Sonntag. Mehr habe ich nicht. Aber tatsächlich glaube ich, ist das eine Sache, wo sich die Hälfte, also mindestens die Hälfte der kompletten Community freut darüber, dass du da im Rennen bist einfach. Nur das ist schon alleine die Aussage, das ist schon mehr als alle wollen. Ich würde mich auch freuen, wenn die das schaffen. Ich meine, da gab es ja Turbulenzen, das hat ja jeder mitgekriegt. Und da hat eine Firma die andere mit in den Abgrund gerissen. So einfach war das. Ja. Da gab es Beteiligte dabei, nehmen wir jetzt hier Björn und Jenny und so weiter, von Piranha, die haben da keine Schuld dran gehabt, die wurden da mitgerissen. Ja, wegen einem anderen Vertrag, ich weiß, leider. Ja. Triffst du dich eigentlich? Achso, Entschuldigung, ja, weiter. Denn die haben solide gearbeitet und haben eigentlich alles richtig gemacht, aber was nützt es, wenn die Mutter, die dich ja im Griff hat, deine größere Schwester, so sagen wir es mal, deine größere Schwester, die auf dich aufpassen soll und die alle Befugnisse über dich dann auch noch hat, wenn die dich mit runterreißt. Ja, da kannst du nichts machen. Und es ist schade. Ich werde übrigens auch die Tage in Essen vermissen, wo wir da schöne Gartenpartys gemacht haben. Vielleicht machen wir auch mal eine ohne außerhalb von Piranha Bytes. Ich weiß es nicht. Ich wäre dabei. Ist egal, weil es sind einfach die Leute auch. Ja, das kennst du auch. Das ist eine Family. Natürlich. Nee, genau das wollte ich gerade ansprechen, ob das immer noch so war, dass ihr euch weiterhin getroffen habt, die letzten Jahre nochmal dann.
Wir waren war das jetzt letztes Jahr oder was? Ja, boah, wann war dieser Zusammenbruch? War ich letztes Jahr, war ich nochmal war ich nochmal dort gewesen, ja. Mhm. Ja, und danach war es das dann auch. Kurz danach, ja. Ach Mann, ja. Da war Björn schon ausgestiegen. Mhm. Ich sag mal heute, wohl zu seinem Glück. Aber wie gesagt, wir schreiben und sind uns auch gut miteinander. Aber dass wir jetzt hier täglich irgendwo was einhacken, hallo, wie geht's dir, ist auch nicht, ist auch gar nicht notwendig. Ja. Weil wenn wir uns sehen, und das könnte in 3 Jahren sein von mir aus, wäre das wie gestern. Ja? Ja. Man kennt sich, man versteht sich, man mag sich und gut ist. Ja. Ja. Ja, das kennt man wirklich gut. Ich meine damit auch, also Ralf Marcinczyk hat ja auch über dich mit so großen Tönen gesprochen damals, wo ich mit ihm auch ein Interview gemacht habe. Wenn du dich noch an Ralf Marcinczyk erinnerst. Ich weiß nicht, ob er bei diesen Partys mehr dabei war, das weiß ich nicht, aber... Das kann ich auch nicht sagen. Ja. Ich muss dir ehrlich sagen, ich kenne die wenigsten Leute aus der Spielerszene. Ja. Und vor allen Dingen auch aus der Macherszene. Ja, ach, da kenne ich noch weniger. Ja. Und alle denken immer, wenn du jetzt zum Beispiel das Cast siehst von Gothic, guckst dir die ganzen Sprecher an. Ich glaube, im Moment fällt mir keiner ein, ich glaube, wir haben uns noch nie getroffen. Vielleicht einige von denen sich irgendwo. Ja. Aber ich wüsste jetzt im Moment nicht, wo die, keine Ahnung. Weil die Sprecherszene ist recht groß. Ich bin zwar im Verband deutscher Sprecherinnen und Sprecher, die hätten es gern gegendert, das tue ich uns verrecken, weil ich es hasse. Aber, und da sind nach mir, ich habe die Mitgliedsnummer 16, da sind nach mir noch 400 andere gekommen, aber eben nicht alle. Und was ich bedauere, weil je mehr wir wären, umso größer ist die Macht, die Power. Aber deswegen heißt das nicht, dass man sich alle 3 Meter irgendwo trifft. Ich war jetzt zur Jahreshauptversammlung in Hamburg zum Beispiel mal nicht. Weil ich musste so viel auch nach Rügen und so weiter und jetzt noch wieder nach Hamburg und dann jetzt nächstes Wochenende bin ich in Obernburg, weil ich da mal bei Schwarzwaldradio mitmache über Pfingsten. Ja, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich hasse so, heutzutage hasse ich so Außentermine. Ja. Corona konnte mich nicht umbringen hier im Studio. Ich bin hier schon seit 2008 ganz alleine immer. Und deswegen, für mich war es eigentlich nur seltsam, wenn ich rausging und da war keiner. Ja, also mir macht das nichts aus, alleine zu sein. Und deswegen, je mehr ich auf meinen Terminkalender schaue und sage, oh, was ist da noch alles? Und das noch und das noch und noch 2 Arzttermine. Die werden ja im Alter auch nicht weniger. Dann sage ich mir, naja, weißt du, so, muss ich die unbedingt haben. Und dann kann ich auch mal so eine Jahreshauptversammlung ausfallen lassen. Das finde ich auch nicht. Und wie geht's dir momentan eigentlich? Du, ich kann eigentlich nicht laut genug klagen. Nein. Ich habe ja schon seit 1999 so gewisse Herzprobleme. Ja? Da hatte ich meinen ersten Herzkasper. Dann kamen noch 2. Dann habe ich Bypässe gekriegt, wovon einer schon wieder zu ist, schon längst. Ich habe 5 Stents und bin, ich sag mal so, nach dem 5. Stock, sage ich dann, nur ist eine Ruhe. Ja? Aber bis dahin komme ich. Und besonders viel Sport treibe ich nicht. Ich hatte jetzt ein Sportstudio, aber ich mochte diese Atmosphäre dort nicht. Also ich habe 600 € bezahlt für nichts. Ich bin dann einfach nicht mehr hingegangen. Im Sommer war es da drin so heiß,
Weil sie sagten, ja, wir haben keine Klimaanlage, weil wir dürfen da baulich nichts verändern, weil das ist was altertumsgeschützt, fragt nicht. Und dann habe ich gesagt, Leute, wenn ihr im gleichen Backstein draußen ein Häuschen angebaut hättet und dort die Klimaanlage drin und für drin, hätte keiner gefragt. Ah ja, das wäre eine Möglichkeit gewesen. Ach ja, aber sie machen es nicht, weil sie Geld sparen wollen. Schwitzt das noch ein ab, ist gut. Ja, braucht ihr keine Sauna. Nee, und das hasse ich. Das hasse ich. Wenn ich da stehe und mir läuft schon die Brühe vom Nichtstun. Ja, das ist wirklich blöd. Wenn das Gebäude so heiß ist. Ja, und dann ist da so eine kleine Tür rechts, eine kleine Tür hinter mir und dann kannst du auf den Durchzug hoffen. Ja, also Entschuldigung. Nee, das war nicht mein Ding. Das war nicht mein Ding. Meine Beschwerde dementsprechend wurde auch nicht besonders freundlich aufgenommen. Ach so, der Herr beschweren sich. Na, hören Sie mal. Ja, wie kommen Sie denn dazu? Dann habe ich eben gesagt, oh komm Leute, lasst mich doch in Ruhe, fertig, behalte den Scheiß und ich gehe nach Hause. So, und ich habe hier ein schönes Trainingsfahrrad stehen, was auch nicht benutzt wird. Ich aber immer wieder gelobe, es zu tun. Mhm. Ich bleibe dabei. Ich werde es eines Tages rausholen. Also, ich würde abmachen. Ja, sehr schön, sehr gut. Was machst du denn zum Beispiel, wenn du jetzt, sagen wir mal so, du sprichst ja gerne und so weiter und so fort, aber was machst du denn hobbymäßig? Wenn du sagst, du willst mal was anderes machen, das macht dir auch Spaß, oder Chill-Out, wie auch immer. Zum Ersetzen meiner Frau habe ich mir eine Drohne gekauft. Die habe ich auch schon überall mit hingeschleppt, bis nach Miami Beach und habe da Aufnahmen gemacht. Und auch in Rügen, auf Rügen, von den Störtebeker Festspielen, vom Gelände, so mal von oben. Und macht mir Spaß, macht mir riesen Spaß. Die neueste Aufnahme ist, ja, man muss ja up to date bleiben, von meinem Enkel zum Beispiel, so in der Sandkiste auf dem Spielplatz, kam dann von oben das Ding geflogen und er dann so, fand das doch ein bisschen unheimlich, weil Opa ja ein Stück weiter weg stand und er sich das im Moment nicht so ganz erklären konnte. Und als er es später gesehen hat, fand er es lustig. Naja, das ist so eine Sache. Früher bin ich geritten. Ich habe einen Reitschein. Ich habe auch eine Ausbildung mit Prüfung. Ja, kurz gesagt oder volkstümlich gesagt Kutschenschein. Ich darf also Mehrspänner fahren. Mehrspänner als 2 bis 8. 12 Spänner, ist egal. Ja. Also ich dürfte sie fahren. Aber ich habe mich nach diesem Unfall mit dem gerade mal so wieder zusammengewachsenen Bein nicht mehr aufs Pferd getraut, weil ich bin vorher nie, das ist fast unglaublich, aber ich bin vorher nie runtergefallen. Und ich habe dann Angst gehabt, was und dann passiert's. Und dann genau mit dem Bein, was sowieso gerade so zusammengewachsen ist. Und dann hast du da einen komplizierten Trümmerbruch. Und deswegen habe ich es gelassen. Aber ich bin heute noch bei allen möglichen Turnieren und nicht nur das, meine Tochter ist Geschäftsführerin in unserem Reit- und Springverein, aber auch Fahrsportverein. Einer der deutschen Meister kommt von daher, ist ein Freund von mir, dem gehört auch der Reitstall dort. Und da könnte ich zu jeder Zeit mit einer Kutsche rausfahren oder mit jemandem mitfahren oder sonst was. Also. Und dafür mache ich dann die Technik auf den Turnieren. Das heißt, ich beschall da einen großen Geländeteil. Ja, das Zeug gehörte mal mir, habe ich dem Verein verkauft und heute mache ich da immer noch die Technik. Weil ich bin ja früher als DJ war ich nicht nur als DJ rum, sondern ich habe auch Beschallung gemacht. Und habe das auch gleich so groß gemacht, dass wir da ganze Straßenzüge beschallen konnten. Ja? Und so Straßenfeste machen konnten. Die Bühne beschallt und dann noch rechts und links runter. Und dann war ich über 2 Jahre mit Andrea Berg unterwegs. Ja, und daher stammte der ganze Kram noch. Und das habe ich alles im Verein verkauft und heute bin ich
auch immer noch dafür zuständig, das auch zum Einsatz zu bringen. Das heißt, jetzt im August kommt der Tag, kommt das letzte Turnier, eine deutsche Meisterschaft der Vierspännerfahrer, und da werde ich meine Abschiedsvorstellung geben. Aber ich verspreche, es wird der Sound des Jahrhunderts. Ja, das glaube ich auf jeden Fall bei dir, 100%. Ja, das muss im Gedächtnis bleiben. Natürlich, natürlich. Wie läuft denn jetzt zum Beispiel dein Arbeitstag eigentlich ab, wenn du zum Beispiel irgendeinen Auftrag hast? Das war ja schon Vorbedingung 1. Also ich stehe morgens auf und habe Option A oder B. Bei mir ist eigentlich immer B erstmal dran, nämlich ich mache jetzt mal, was ich will. Oder was gemacht werden muss. Ich muss ab und zu mal Rechnungen schreiben. Ja? Leute wundern sich, dass sie bei mir erst nach 6, 8 Wochen die Rechnung kriegen. Ich hasse es, Rechnungen schreiben. Das macht mir überhaupt keinen Spaß. Der ganze Bürokram, alles was dazugehört, Steuer, tralala, da habe ich nichts mit am Hut. Lagere ich auch gern aus, sollen andere machen, die davon Ahnung haben. Ich habe keine Ahnung davon. Und habe Gott sei Dank aber guten Steuerberater. Und so, das ist dann Option B. Dann als erstes schaue ich aber in die Mail und gucke natürlich auch aufs Handy, mal gucken, was da ist und so weiter, weil Aufträge kommen heute über die dollsten Dinge rein. Da kriegst du ein WhatsApp, du, pass auf, hab jetzt keine Zeit für eine Mail, Adresse hast du ja, mach mal den und den Text, wie üblich. Okay, dann ist das ein Job. Ja. Das wäre dann Option A. Und die wandelt sich dann auch teilweise mal ganz schnell, wenn ich mein E-Mail-Konto durchgesehen habe und stelle dann fest, oh, da sind 2 Aufträge. So, mal gucken, was ist wichtig. Ja, was muss zuerst. Und weil die Leute sind es gewöhnt, dass sie von mir ziemlich schnell bedient werden, meist noch am gleichen Tag. Wenn es größer ist, wenn es jetzt einen ganzen Film von etlichen Minuten zu vertonen gibt, das dauert dann schon mal bis zum nächsten Tag. Ja. Es sei denn, ich habe heute gar nichts sonst vor, dann mache ich das auch gleich fertig. Und auch das ist bekannt. Und ich bin dann immer so ehrlich und sage, Leute, ich bin heute Nachmittag nicht im Haus, wird morgen Nachmittag bis fertig ist. Aber dann ist es auch fertig. So, und das ist tatsächlich so, also ich sitze hier morgens so ab, ja, es gibt Tage, da sitze ich hier um 6:30. Einfach so, weil ich nicht mehr schlafen kann. Bei mir sind 6 Stunden, 6,5 Stunden am dicke genug. Und dann gibt es aber auch Tage, da sitze ich erst um 9 hier. Ja, das ist der Vorteil vom Selbstständigsein. Ja, du tust ja sonst auch alles selbst und ständig. So, nur kann ich mir dann auch schon mal aussuchen, wann. Und das ist der Vorteil. Das heißt allerdings nicht, dass um 5 Uhr abends der Hammer fällt. Also ich gehe hier meistens vor 8, halb 9, gehe ich hier nicht raus. Da brauche ich meine Frau im Wohnzimmer gar nicht zu erwarten. Ja, das weiß sie auch. Und das ist auch schon Gewohnheit. Deswegen kenne ich auch kein Nachmittagsprogramm vom Fernsehen. Ja, kennst du den nicht? Der macht doch immer in der Serie so und so mit. Aha, gibt's die Serie. So, wo läuft die? Also, 8 nachmittags. Ja, dann. So, kenne ich nicht. Fertig. Ja. Und weil letztendlich hast du auch hier ist jetzt zum Beispiel eine 5 Gigabyte Festplatte abgerauscht. Da war nichts mehr zu holen. Davon waren etwa 3,8 Gigabyte voll belegt. Meine ganzen, ich betone, meine ganzen Kundendaten der letzten 10 Jahre. Ja, und jetzt. Boah. Nein, da hinten, da hinten, da sitzt einer, der ruft jetzt, ja, da macht man doch eine Sicherung. Ja, Himmel, Arsch und Zwirn, ich kann dir die Platte zeigen, hier liegt sie. Die lag schon bereit. Ich wollte das schon machen, deswegen habe ich die gekauft. Und, ja, einen Moment zu spät, ganz einfach. So, ist alles weg.
ist alles weg und einiges mehr, viel Privates, aber auch vor allen Dingen alles von der Firma. Das musst du deinem Steuerberater erstmal klar machen und sagen, pass auf, die Sachen, zu denen ich verpflichtet bin, die auf dem PC zu speichern, sind alle nicht mehr da. Die sind weg. Ich gebe das hiermit offen, ganz offen und öffentlich bekannt. Ich habe nichts mehr. Sollte irgendein Finanzamt auf die Idee kommen, mich da zu prüfen, es geht nicht. Ich habe nichts mehr. Ja? Gut, das sind so die Niederschläge. Ich gehe jetzt demnächst nochmal, mache ich noch einen kleinen Urlaub und danach habe ich mich mit meinem Freund Manuel, der wohnt direkt unter mir, und kennt sich mit Computern nicht nur aus, der kann auch programmieren, der kann alles. Und der wird mir hier ein sogenanntes NAS-System einrichten. Und da sind 2 Festplatten drin, die speichern alles, egal was ich hier tue, ob ich hier irgendwo ein Komma setze oder sonst was, das wird da oben mitgespeichert. Ja? Und nach 5 Jahren schmeißt du die Platten raus und tust auch dort neue rein, weil man sagt, nach 5 Jahren, ja, gut, die große Festplatte, die abgestumpfte, ging nach 4 Jahren kaputt. Also, wie man es macht, ist verkehrt und was gleich falsch ist auch nicht richtig. Das sind so die Schicksalsschläge, da musst du durch. Ja? Und heute habe ich mir hier 2 neue Computer gekauft, damit die Windows 11 fähig sind. Obwohl die beiden anderen gut sind, ich habe kein Problem damit. Ja, aber irgendwann lässt sich dann auf Windows hängen und sagen, was haben Sie da? Ach, da tun wir schon seit Wochen nichts mehr. Ja, ist so. Ja, das ist leider heutzutage mit der Technik so. Muss ich ja ohne Ende auch bei meinen Kunden und so machen. Und guck mal, wenn ich krieg hier Dinge von, wir haben da einen Text für unseren Imagefilm und da wollen wir mit der Agentur und mit einigen Leuten hier von der Firma gern mitnehmen. Können wir das über Zoom machen? Nein, können wir nicht. Warum? Wir machen alles damit. Ja, ihr vielleicht, aber ich nicht. Zoom gibt's bei mir nicht. Warum? Ganz einfach. Wir haben in Ihren AGB stehen, dass alles, was wir hier sprechen, zum KI-Training herangezogen werden kann. Ja, glaubt ihr wirklich, ich bin so besoffen und liefert denen meine Stimme, um damit KI zu trainieren? Bin ich denn wirklich so doof? Also kommt mir das gar nicht ins Haus. Sucht euch irgendwas anderes aus. Ach ja, was machen wir dann? Sag ich, es gibt so viele andere Versionen. Ich glaube, ich habe schon 7, 8 hier bei mir auf dem Computer, weil jeder sagt, ach, das machen wir hier immer so. Dann denken die, der Rest der Welt macht es auch so. Nein, macht er nicht. So. Das sind so die Anforderungen, wo man dann technisch auch durch muss. Dafür musst du dann allerdings mit deinem Computer schon mal aufgewachsen sein, weil wenn der die Voraussetzungen nicht mitbringt, die Gigahertz und schlag mich tot, dann kann der das gar nicht, obwohl du bereit wärst und sagst, ja gut, machen wir. Ja. Das Beste war die letzte Zoom-Sitzung, die ich hatte, das war noch davor, ja, da schaltete sich Person Nummer 6 in den Bildschirm ein und was kam? An der Seite eine Bemerkung, die Videorate reicht nicht aus. Internet zu schwach. Ja, da lag ich mich doch tot. Ja, ich habe hier demnächst Glasfaser, habe jetzt eine 250er Leitung, was für normale Leitung auch schon viel ist, aber ich brauche mir wenigstens keine Gedanken zu machen, denn ich kriege ja auch Videos geschickt oder jemand will mit mir ein Video am Telefon oder möglichst auch gleich noch über die Aufnahmeleitung besprechen und sagt, so, pass mal auf, guck dir das mal an und da ab diesem Moment musst du jetzt einsetzen mit dem und dem Satz. Und dann spreche ich das direkt aufs Bild. Ja, aber dafür muss die Videoleitung aber auch in Ordnung sein. Und dafür muss auch ihre und auch meine Ausrüstung dafür gemacht sein. Und nicht irgendwie Leute, mein Computer das nicht mehr hinkriegt. Ja, ich bin also gezwungen mitzuhalten, ob ich will oder nicht. Wenn nicht mit der Zeit geht, der geht mit der Zeit. So einfach ist das.
Ja, und technisch heute gerade allemal. Das auf jeden Fall. Wenn du jetzt zum Beispiel eine neue Rolle hast, also für irgendwas zum Sprechen, wie bereitest du dich auf diese Rolle vor? Liest du dir was über die Geschichte durch oder guckst du eine Kurzfassung an von der Person, die du sprichst? Oder wie ist das dann zum Beispiel? Also es war früher immer so, wenn ich in irgendein Studio kam, ich wusste nur Computerspiel zum Beispiel. Und dann kam ich da hin und sagte, okay, wer bin ich heute? Ja, ich bin hier mit meiner unwissenden Art und habe keine Ahnung, wer ich eigentlich bin. So, ja, und dann kriege ich mal entweder eine Zeichnung hingehalten, hier, das bist du. Oh, sieht ja schräg aus, der Typ. äh, ja, ist aber eigentlich ein ganz netter. So. Oder, ja, er ist ein bisschen fies hinterhältig. Okay, dann muss ich eben fies hinterhältig sein. Habe ich das damals gesagt? Nein, habe ich nicht. Hast du wohl so verstanden? Dein Fehler. So. Weißt du, wie ich meine? Du hast dann immer so eine Identitätskrise erstmal, okay, und dann versuchst du dich in die Rolle da reinzulegen. Ja? Auch wenn ich zum Beispiel zu den Störtebeker Festspielen war, ich habe dort nur maximal 12 Texte oder so. Ja? Und die sind ja bis maximal 30 Sekunden, so in etwa. Aber die lasse ich mir auch schon vorher schicken, damit ich mir die im Zug noch schon mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lasse. Ich habe auch schon das ganze Drehbuch gehabt, sodass ich also auch genau gewusst habe, was ist davor passiert oder was wird jetzt passieren. Denn darauf bereite ich ja vor. Ja? Und wenn ich dann selber sehe, was da steht, was die dann sprechen und so weiter, dann geht das sogar noch besser. Ja, weil du kannst dich da viel besser reinhängen, wenn du jetzt sagst, das beruhigte zunächst alle, aber es sollte nicht zu lange dauern. Schwupp, weil du weißt, gleich kracht's. So. Das sind so die Sachen, wie man sich dann so ein bisschen darauf vorbereiten kann. Ja? Alles andere, ja, ich habe dort zum Beispiel die Texte alle mit dem Tonchef und mit dem Regisseur zusammen eingesprochen. Also ich habe sie eingesprochen und die beiden haben das Coaching gemacht. Ja? Ich sage mal, nachdem ich das jetzt 10 Jahre mache, habe ich dann eine gewisse Grundausbildung. Ja? Und da kommt dann höchstens nochmal, ach hör mal, kannst du bei dem Wort mal mehr auf die Betonung von, ja klar, so, dann machen wir das eben so. Ja. Aber es gibt so Situationen in irgendwelchen Filmen oder sonst, die wiederholen sich, die sind irgendwo gleich. Ja. So ein gewisser Spannungsaufbau und dann aber auch, was weiß ich, Dramatik oder sonst was. Ja. Das muss dann schon rüberkommen, ja. Aber da bin ich relativ fix dabei. Also ich will nicht sagen, das mache ich aus dem Hemdsärmel, das wäre gelogen. Wäre auch sehr, sehr übertrieben. Aber wenn man da so einiges an Erfahrung hat, dann kann man da schon ein bisschen was machen. Ja, auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall gehen. Hattest du irgendwann mal eine Situation, wo du dachtest, ich brauche jetzt wieder eine Sprecherrolle oder irgendwas, wo du sagtest, das war kritisch einmal eine Zeit lang? Oder gab es eine Zeit lang, wo du dachtest, es wird kritisch werden? Oh ja. Das war damals nach meinem Unfall. Ich hatte im Roller einen Unfall, einen komplizierten Beinbruch, der im Krankenhaus hier bei uns in der Stadt noch verkomplizierter wurde. Das heißt, auf Deutsch gesagt, die haben Mist gebaut. Ich habe mich dann dort selbst entlassen, bin in ein anderes Krankenhaus mit zweimal gebrochenem Bein. Habe ich mich verlegen lassen und das war auch gut so, weil die haben es dann hingekriegt. Und wie ich dann hier zu Hause saß, Radio war ja rum, weil die haben den Sender dicht gemacht. Und für mich war in dem jungen Sender keine Chance mehr. Also war ich eigentlich weg. So. Aber jetzt direkt irgendwas machen konnte ich auch nicht. Wie gesagt, ich saß hier im Rollstuhl. Ja? Und so, und dann fiel mir aber ein, du hast doch von deinem DJ-Kram
da unten im Keller eine ganze Menge Zeug. Ich richte mir jetzt hier selbst ein Studio ein und mache alles von mir aus. Wie ist das denn? So, mein damaliger Schwager war auch gleichzeitig Betriebsberater, ja, und habe dann alles für mich erledigt, sodass ich beim Arbeitsamt tatsächlich einen Antrag auf Förderung gestellt habe zur Eigenständigkeit. Und der hat mir dann ein Feature gebaut, wie ich hier arbeiten will, was ich für die nächsten Jahre erwarte und was so die Vorstellungen sind und so weiter. Das war gut, das war sehr gut gemacht, das konnte er auch wirklich. Und dann kam auch tatsächlich, wie ich sagte, ich habe über 250, 300 Mails geschrieben und telefoniert, Tag und Nacht. Und habe mir so einen Kundenstamm aufgebaut und habe mein Ziel von in 3 Jahren schon nach dem ersten Jahr erreicht. Also es hat 100%ig geklappt. Die ganze Saat ist aufgegangen. Aber dieses erste Jahr, und als ich im Krankenhaus war, war es noch schlechter. Nur dann kam meine Frau irgendwann an und sagte, du, da ist Post, hier ist so ein Brief von der Versicherung. Ich gucke da drauf und sage, Alter, ich habe hier eine Tagegeldversicherung im Krankenhaus. Ja, wenn du Monate im Krankenhaus zubringst, ist das mal eine Sache. Das hat uns zum Beispiel damals über Wasser gehalten. Du darfst nicht aufgeben. Meine Frau hat Jobs angenommen, die gemacht wurden. Frag nicht. Ja? Früher gab es so einen Witz. Meine Mutter hatte 4 Häuser, wo sie putzen ging. Weißt du? Und meine Frau hat alles gemacht damals, alles, was nur ging. Und ich saß hier und ja, war zum Nichtstun verurteilt. Deswegen musste ich irgendwas machen. Und das war die Möglichkeit. Und Gott sei Dank ging es aufgegangen. Also es hat scheiße, sehr scheiße angefangen. Und frag nicht, Leute. Da waren ein paar tausend Minus auf dem Konto. Ja? War so. Ich habe alles kennengelernt. Keine Panik. Aber man darf nicht aufgeben. Man darf nicht einfach sagen, ja, was soll ich machen? Nee, denk nach. Da kommt eine Lösung. Da ist eine Lösung. Ja? Ich habe auch Freunde verloren dabei. Wie ich dann hörte, hatten die Angst, dass ich sie anpumpe. Ja. Obwohl genau die gehörten zu der Schicht, denen es einfach mal so gut geht. Ja. Die brauchen nicht mal was damit zu tun. Naja, aber gut, die bin ich los. Das ist nicht schlecht, ist gar nicht verkehrt. Ich sag mal, wenigen echten guten Freunde, die ich habe, das sind echte gute Freunde und auf die kann ich mich auch verlassen, das ist gut so. Das sind die wichtigsten, ne? Ja. Auf jeden Fall. Als Sprecher, was ist es denn schwerer und leichter zu sprechen? Also ist es leichter, jetzt eine emotionale Rolle zu sprechen, eine normale Rolle, also eine neutrale Rolle oder so eine übertriebene Rolle mit oder irgendwas? Was ist am leichtesten oder schwerer zu sprechen, so vom Schwierigkeitsgrad her zum Beispiel? Ach, naja, also ich sag mal so, man kann sich da in alles reinleben. Ob ich jetzt ein Feature mache, zum Beispiel über eine Company oder sowas, ja. Wir von der Firma XYZ und sind schon seit Jahren in diesem Business tätig. Deshalb sind wir die Spezialisten. Gut, natürlich, und jetzt kommt die andere Nummer. Römer. Voll. Hört, was ich zu sagen habe. Habe Cäsar. Gut, das sind natürlich unterschiedliche Sachen, aber du musst dir ja auch vorstellen, wer ist die Klientel, die das hören soll. Ja? Und dementsprechend, ja, wenn du nur ein bisschen schauspielerische Fähigkeiten hast, dann kriegst du das auch rüber. Und wie gesagt, das scheint bei mir auch ganz gut zu funktionieren und deswegen kriege ich auch solche Anfragen und Angebote und mache es auch gerne. Ja, weil, guck mal, ist doch ganz was anderes, als wenn du jeden Tag nur Anrufbeantworter besprichst. Guten Tag, siehst du
verbunden mit der Firma XY. Leider rufen Sie außerhalb unserer Öffnungszeiten an. Aber bitte hinterlassen Sie uns eine Nachricht. Wir rufen eventuell zurück. So, wenn du das jeden Tag machen sollst, von morgens bis abends, boah, ist das langweilig. Verständlich, natürlich. Also so muss ich sagen, da habe ich doch wirklich, ich bin gesegnet und das weiß ich. Und das weiß ich auch zu schätzen, dass ich so viel Abwechslung habe. Ja, muss ich sagen. Was war denn deine erste Rolle, die du gesprochen hast? Von irgendeiner Figur, von irgendeiner Serie oder was auch immer? Ich weiß nicht mehr, wie es heißt. Aber es war ein Spiel, was später auf den Index kam. Okay. Und zwar, weil es so brutal war. Ich war da auch irgendeine brutale Sau. Ja. Also der irgendeinen zusammengeschissen hat, fragt nicht wie, und der rumgeballert hat oder sonst was. Keine Ahnung. Das war irgendwie so Call of Duty oder so. Also es war ziemlich heftig. Ja. Und, ja gut, für mich war das so, ach, spielen die das so heute? Na ja gut. Ich hatte eh keine Ahnung von Spielen. Ja. Das hat sich bis heute so gehalten. Ich beurteile, ob irgendein Spiel gut oder schlecht ist. Ob da eine tolle Grafik ist. Für mich sind die alle toll. Weil ein Bild aus Zeichnungen ein Bild zu machen und daraus einen ganzen Film und wo Leute durchlaufen durch eine Landschaft, finde ich ein Buch mit 7 Siegeln und bleibt auch für mich immer ein Rätsel. Nein, ich muss das ja auch nicht können. Ich bewundere das, bewundere die Leute, die das machen können, und ich bewundere schon fast die Leute, die damit auch umgehen, sprich damit spielen können. Ja? Weil ich kann es nicht. Und es bringt mir auch nichts. Ja. Ja, okay, natürlich, das ist natürlich verständlich. Ja. Das würde mich gar nicht interessieren, das werde ich später mal nachschauen im Internet. Ich will wissen, welches Spiel das war. Bestimmt interessant zu wissen. Und zu hören erst recht. Es war irgendwann in den, ja, das waren schon die 90er. Okay. Da gibt es aber auch sehr, sehr viel, deswegen. Aber das findet man bestimmt online heraus, irgendwie. Auf jeden Fall, denke ich mal. Ja. Ich habe keine Ahnung, wo ich da nachgucken müsste, aber... Ja, du hattest ja damals auch für diese Mod-Modifikation Odyssey gesprochen. Das fiel mir so versehentlich auf, als ich das gespielt habe. Habe ich so gedacht, haben sie das mit der KI-Stimme gemacht oder das hört sich so gut an? Und dann so habe ich danach gelesen, ach ja, da hat wirklich Bodo Henkel gesprochen, das war ja wirklich er und nicht jemand und nicht nur eine KI-Stimme oder so. Und dann habe ich mir so gedacht. Also, ich muss auch sagen, das haben die auch bezahlt. Ja, das habe ich mitbekommen. Ich habe ihnen einen fairen Preis gemacht. Und ich muss auch sagen, ihre erste Frage war, kein Thema, was kriegst du dafür? Ja? So. Und wenn wir schon mal so kommen, ist schon mal von vornherein drin. Ich habe hier Leute, die schicken mir da irgendwas und sagen, hör mal, kannst du mir das mal machen? Du kannst doch mal so machen, ne? Also hier für uns so mal so eben, ne? Nein, gar nicht, will ich nicht. Aus dem einfachen Grunde, ich lebe davon. Du gehst ja auch nicht ins Auto aus und sagst, hör mal, leih mir den mal fürs Wochenende. Ich habe mal vor, bei meiner Freundin einen Eindruck zu machen, weißt du? Ja. Das sagen die auch immer, schlecht gefrühstückt oder was? Ja, Klauen gefressen. Naja, und bei mir ist es auch so, ich lebe davon, dass ich, wenn ich sowas mache, und ich werde doch nicht inflationär, indem dass ich für jeden Hansel und Franzl jeden Kram da einspreche. Ich würde ja auch Parteienwerbung, es sei denn, es sind die Etablierten, das sage ich mal ganz klipp und klar. Aber sei es jetzt FDP, CDU, SPD, ja, würde ich zum Beispiel, ja, aber auch nur für viel Geld, sprechen. Und dann gibt es welche, das ist zwischen AfD und Linke und sonst was, da würde ich es für alles Geld der Welt nicht tun. Ja, fertig.
wäre wirklich gar keine Diskussion. Ja, das ist ganz einfach. Das ist meine politische Überzeugung. Und dann gibt es Sachen, ja, ich habe auch schon für Studenten oder für einen einzelnen Studenten, der mal höflich anfragte und sagte, er wollte für seine Präsentation, das sind nur 10 Sätze, aber er wollte wenigstens jemanden Professionelles haben. Und da hat ein Freund von ihm gesagt, du frag doch mal den. Sagt er, ich kenne ja sonst keine. Und dann habe ich das gemacht. Und der hat seine Präsentation gemacht. Ich habe ihm die 10 Sätze gesprochen. Und er rief dann hinterher an und sagt, ach, ist so toll angekommen. Und die haben gesagt, na, da hast du aber einen Profi geholt. Ja, es soll ja auch eine professionelle Darstellung sein. Und das ist denen auch aufgefallen. So, noch positiv für die Prüfer aufgefallen. Und dann rief er mich an und sagt, ich bin so dankbar, was kriegst du? Und dann habe ich gesagt, weißt du was, wenn ich dir damit auf die Sprünge geholfen habe, klasse, lass es mal stecken. Ja. Und dann war es gut, weil man muss nicht für alles und jedes. Ja. Man kann da auch mal, auch für Charity oder so, aber das muss man bitteschön. Das ist jetzt nicht der Skatverein Dingens, der sagt, wir machen da mal mit unserem Chor singen unter der Eiche und alle, was wir da einsammeln, das wird dann, machst du dazu mal? Nee, mein nicht. Also das muss schon größer sein, deutlich größer. Reden wir gesagt, 2000 Leute. Natürlich, natürlich. Ja, weil sonst, weißt du, es wird inflationär. Das macht keinen Sinn. Ja. Nee, wenn jeder dann weiß, oh, der macht das immer wieder, dann wird jeder fragen und dann, warum hast du es da gemacht, warum hast du es da gemacht und so. Das ist natürlich klar, du kannst nicht einfach so für jeden irgendwas machen, nur weil es fragt, genau. Du verdienst damit dein Geld, sonst wirst du bankrott und so weiter und so fort, das ist ja klar. Ja, aber ich glaube, damit vollkommen klar. Irgendwelche Sachen zu sprechen für andere, die gerade nichts Besseres zu tun haben. Ne? Prost, ja. Kein Rotwein. Sieht hier sehr dunkel aus. Nein, das ist Früchtetee. Ah, schön. Wusste ich auch früher nicht, dass ich sowas mag. Und seitdem ich von diesem ganzen Zucker, angeblich zuckerfrei und dann mit dickmachenden Ersatzzucker versehenem Zeug, angeblich so die ganzen Zero-Getränke, tun genau das Gegenteil. Mit denen nimmst du nicht ab. Keine Angst. Natürlich nicht. Was zu viel ist. Und da bin ich irgendwann mal auf Tee gekommen und habe festgestellt, ach, das Zeug schmeckt ja. Guck mal. Naja. Okay. Was ist eigentlich so deine Lieblingsmusik oder Lieblingsbands oder sowas? Zum Beispiel. Also, ich habe hier 3 Festplatten. Das dürften so in etwa 5 Terabyte, 6 Terabyte sein an Musik. Von 1930 bis Anfang 2023. Ich kann dir sagen, also 80er, davon zum Beispiel sehr gerne The Sound of Philadelphia, weil ich liebe diese Musik. Ja. Sagt dir jetzt auch nichts, ne? TSOP, ja, war die Abkürzung. TSOP ist die Abkürzung für The Sound of Philadelphia. Wer also Musik gemacht hat, war You're the First, You're the Last, My Everything, Barry White. Ja? Der hat ein eigenes Philadelphia Sound Orchester. So was konnte man sich leisten. Ja, doch, so Sachen. Und ich habe ja mit meinem Freund Archie damals in meiner Disco-Sendung, haben wir ja einiges an Remixen gemacht. Und auch gerade von 80er-Songs. Und da werde ich 1, 2 jetzt am kommenden Wochenende auch bei Schwarzwaldradio wohl vorstellen können. Und die waren sehr gelungen. Dann muss ich sagen, ja, ich mag alles, was mir in den Ohren nicht wehtut.
Und mir tut, also mit Heavy Metal habe ich nicht so viel am Hut wie mit schönen, melodiösen Sound. Ja? Weiß ich nicht. Ich habe also eigentlich keine Lieblingsmusik oder Lieblingsband. Ich habe mich mal sehr für Elvis interessiert, sehr sogar, und bin sogar Ehrenmitglied in der Elvis Presley Gesellschaft. Aber dass ich jetzt, und ich war auch sogar in Memphis und war in seinem Haus und fragte mich überall, habe das also alles durch da drüben. Aber dass das jetzt mein Lieblingsmusiker ist, nein, auch nicht. Ich gucke mit großer Gespanntheit sowas wie zum Beispiel hier, ja, bei Supertalent, da bin ich, nein, sagen wir mal hier mit Simon Cowell, Englands Dingsbums, English got Talent, ja, oder Great Britain's Got Talent. Da laufen Talente draußen rum, die können singen, da fällt dir nichts mehr ein. Ja? Beste Beispiel war zum Beispiel eine, wie hieß sie, Sydney Christmas. Ja. Ja. Ein tolles Mädchen, keiner kannte die. Dann gibt es andere, die eigentlich immer nur im Hintergrund singen oder sonst was, und du stehst da und sagst, boah! Ja? Und ich gucke mir gern so Talente an und freue mich, wenn es so richtig reinlandet und die Jury da sitzt und sagt, boah! Ja? Und dann möglichst den Golden Buzzer oder so. Aus dem einfachen Grunde, ich sage immer so, alle Musiker heute, die da oben irgendwo sind und bilden sich mordsfast darauf ein, was fährt sie, also sie sind ja der Sound, den Dingen von vorne und hinten. Hey Mann, du hast Glück gehabt, du warst zur rechten Zeit am rechten Ort und irgendjemand hat gesagt, wer da? So. Und da draußen laufen so viel rum, die können es vielleicht sogar noch deutlich besser als du. Nur kommen die nicht nach oben. Und wehe, sie werden entdeckt. Dann kannst du einpacken. So, und das muss man sich immer vor Augen halten. Ja? Sag ich, egal was man macht, muss ich immer sagen, es gibt Leute, die machen das besser als du. Noch besser. Du glaubst schon, du bist gut? Keine Angst. Es geht immer noch besser. Nur kannst du es nicht. Du bist an deinem Limit. Dann musst du zusehen, dass du mit deinem Limit halt auch klarkommst. Aber sei drauf gefasst, so flog ich auch irgendwann bei Kia raus. Ja, nach 3 Jahren. Da hieß es, ja, also Bodo, wir müssen mal reden. Die wollen jetzt diese großen Autos in Deutschland nicht mehr verkaufen, nur noch so auf jugendlich gemachte Flitzer, und da ist deine Stimme jetzt nicht so passend. Ja, ist so. Ja? Ich bin nun mal nicht der Typ, der jetzt einen 20-Jährigen mit frischem Führerschein und Geld von der Oma in der Tasche dazu anreizt, sich unbedingt einen Kia Sportage zu kaufen oder so. Weißt du? Und dann, ja, dann war es das. Ja? Eine Tür geht zu, die andere geht auf. So what? So läuft das Leben. Ja. 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 Ich habe mich gefreut, als ich da diese Jahreskampagne gemacht habe für die Spielekonsole, ja, Ex-Dings da. Und es ging so nach dem Motto, warum eins sein? Du kannst so viele sein. Das hat richtig Spaß gemacht. Ist auch auf meiner Internetseite, habe ich das auch nochmal verlinkt, dieses Video. Ja. Und ich fand es so geil. Es hat so viel Spaß gemacht, diese Rolle zu sprechen. Weil da konntest du so nach dem Motto, du glaubst, du kannst schon alles. Nein, glaub mir, du kannst es nicht. Ja, so. Aber das ist auch nicht schlimm.
So, weißt du, und so Sachen, das ist so die tägliche Würze. Da machst du wieder was Neues und Gutes. Ja. Ja, tatsächlich. Und gibt es irgendwie eine Art Film, den du besonders magst oder liebst? Ich habe letztens mal wieder einen entdeckt. Das war, also ich gucke sehr viel Dokumentation. Ich frage mich, ob über die So-und-so-Pyramide oder wie zum Beispiel über Sir Nicky. Ja? Der hat damals im Krieg unwahrscheinlich viele Juden gerettet. Und das unter Umständen, frag nicht. Und da gab es eine Dokumentation, da saß der als Gast in einer Fernsehsendung mit Publikum um ihn herum. Ja, und dann haben sie dort seine Geschichte erzählt. Das waren alles Kinder, die er gerettet hat. Ja? Mit gefälschten Dokumenten, wie mit einem Buddha-Stempel hat er die Nazi-Stempel gefälscht und die Idioten sind auch noch voll drauf eingefallen. Und so waren die alle zum Transport nach England freigegeben. Nach dem Motto, ja gut, dann Hauptsache weg hier. So, fertig. Haben wir einen Stempel da. So. Und er hat, also ich glaube, über 640 Kinder hat er so gerettet. Und das wurde in dem Studio den Gästen da vorgestellt. Und dann kam zum Schluss der Knaller. Dann haben sie eine Frau da besonders rausgestellt. Und er so, ja, die kann ich mich noch erinnern, das war so. Und dann stellte sich raus, sie ist auch da. Sie sitzt direkt neben ihm. Aber jetzt erwachsen eben. Ja, und dann hieß es, ist noch jemand in der Reihe? Ja, ich auch. Dann mögen doch mal die aufstehen, die alle damals dabei waren. Das ganze Studio ist aufgestanden. Das war eine tolle Doku. Ja. Da haben die alle, die in dem Studio saßen, denen hat er damals das Leben gerettet. Ja. Und das sind so Dokumentationen, vor allen Dingen, wie gesagt, unter welchen Umständen und wie er das gemacht hat und mit welchen Tricks er gearbeitet hat und wie er die Leute mit ihrer eigenen Blödheit geschlagen hat. Das war schon heftig. Ja, und sowas gucke ich halt gerne. Ja. Das sind Sachen, wo ich dann sage, so, klasse. Ja. Wo man sich auch selbst ein Beispiel nehmen kann und sagen, es geht was. Es geht was, auch in den schlimmsten Zeiten. Geht was. Ja. Ja. Man muss es nur wollen, sozusagen. Theoretisch. Man muss, eigentlich schon. Ja. Den Arsch hoch, fertig. Ja. Immer nur zu warten und sagen, ja, da müsste mal einer. Wieso müsste da mal einer? Warum nicht du? Ja, stimmt. Ja. Warum nicht du? Wenn du es haben willst, mach's einfach. Also, ja, gerade wenn du das Fähigkeiten hast, also dann frage ich mich, warum hast du noch nie angefangen? Nee, das stimmt, auf jeden Fall. Hast du in letzter Zeit noch irgendwelchen anderen Spielen jetzt momentan was sprechen müssen? Nee, also ich muss sagen, es ist deutlich weniger geworden. Ja? Ich weiß nicht, woran es liegt, keine Ahnung. Ich bin bereit, ich bin ja hier. Vielleicht ist das sogar bei manchen der Dorn im Auge, weil ich so viel von zu Hause machen kann. Aber für mich ist das völlig klar. Für ein Spiel musst du in ein Studio. Ja. Das geht nicht anders. Das kann man nur vor Ort machen. Das kann ich nicht von zu Hause aus machen. Ich kenne ja. Wenn keiner fragt. Also war das letzte. Was? Ich komme deswegen nicht um. Ich habe genug zu tun. Ja. War das letzte Spiel jetzt im Prinzip Elex, wo du dann eingesprochen hast, oder was? Oder gab es noch was Kleines dazwischen? Könnte sogar sein. Ja, da waren noch so ein paar kleine Sachen zwischendurch. Die habe ich in der Tat dann von zu Hause aus gemacht.
weil es ging einfach nur um die Takes. Und wenn die alle den gleichen Sound haben, weil sie an dem Tag dann von mir zu Hause kommen, können sie bei denen ruhig auch, weil ich bin eben nur diese Rolle. Ja. Okay, verstehe. Warst du auch bei Elex 2 dabei? Ich weiß es gar nicht so. Wo? Bei Elex 2 warst du nicht dabei. Ja. Doch auch? Ja, auch wieder als Wardeck. Ah. Noch einer. Keine Ahnung. Ja, Elex 2 ist ja ein bisschen so gefloppt bei den Leuten, deswegen wusste ich jetzt nicht, ob du dabei warst, deswegen habe ich jetzt nochmal nachgefragt. Aber das muss ich mir auf jeden Fall auch noch anhören. Als der Vater von den zwei. Ja. Okay, ja, cool, das ist cool. So. Wie läuft denn das, also du weißt ja, die Synchronsprecher heute und früher. Wie hat sich denn das verändert heutzutage, außer dass man jetzt von zu Hause aus Sachen machen kann, zum Beispiel? Synchron will ich jetzt gar nichts zu sagen, weil ich bin kein Synchronsprecher. Das wäre sehr vermessen. Ich habe schon synchron gesprochen. Ja? Aber, ich sage bei mir, Chapeau, Synchronsprecher ist ein eigener Job. Und ich bin Voice-Over. Okay. Das heißt also, ich gebe einer Figur eine Stimme oder mach die Übersetzung aus einer anderen Sprache oben drüber, wobei ich den Text dann auch kriege. Und so jetzt, ich habe gerade was für eine große Firma gemacht, die auch, glaube ich, mein Telefon hergestellt hat. Die haben sich dann gewundert, dass meine deutsche Sprache in ihre Filmchen für das neue Tablet nicht mehr reinpasst. Aus dem einfachen Grunde, Deutsch ist um 15-20% länger. Ja, der Text, das ist so. Und dann hast du automatisch brauchst du mehr Zeit. Ja, und ich sage, ja, wir haben aber nur 15 Sekunden. Ja, dann müsst ihr den Text auf 15 Sekunden machen. Und nicht irgendwie jetzt, dass er auf 18 kommt und sagt, kannst du den noch schneller sprechen? Ja, natürlich kann ich den schneller sprechen, aber dann versteht ihn ja keiner mehr, was ich ja gerade gesagt habe. Ja. Ja, alle Worte sind drin. Ja, ich hasse so eine Dinge. Also jetzt nicht gerade diese Aufgabe da, aber da gab es mal einen Spot von einem Beerdigungsinstitut, die wollten da so viel rein haben, aber nur 20 Sekunden. Ich sagte, Mann, dann kauften 30 Sekunden Spot und schalteten weniger, aber dann kommt's wenigstens. Ja, du kannst doch so einen Spot für ein Pietätsunternehmen kannst du doch da nicht runterrasseln. Das geht doch nicht. Genauso kommen sie zu uns in die Sauna, Dinge so entspannen sie die. Ja, und dann hast du aber 12 Sätze in 30 Sekunden. Da gehen nur 8 rein. Fertig. Und die noch nicht mal ganz lang ausgeschrieben. Dann sind es eigentlich nur 7 Zeilen. Zwischen 6 und 7 Zeilen. Ja, mehr geht da nicht rein. Ich gucke heute auf den Text und sage, geht nicht. Kannst du knicken. Ja. Ja, manchmal kann ich die Leute überreden und sage, pass auf, mach statt 20, 25. Aber dann klingt es auch und es geht auch ins Ohr. Ansonsten geht es ins Auge. Verständlich. Ja? Ich habe jetzt bis heute, aber bis du es mir jetzt gesagt hast, nicht gewusst, dass wenn du ein Voice-Over machst, dass das nicht ein Synchronsprecher macht, dass es eine andere Sache ist. Das habe ich bis gerade eben nicht gewusst. Tatsächlich. Ein Synchronsprecher macht ist eigentlich der jetzt zum Beispiel die Stimme von so und so ist. Ja? Der spricht den Synchron. Das heißt, wenn der den Mund bewegt, dann muss auch seine deutsche Sprache genau so kommen. Ja? Auch mit den Pausen. So, und ein Voice-Over ist nur wieder ganz was anderes. Der ist nicht auf das Lip-Sync angewiesen, also auf das Synchrone mit den Lippen, wie man so schön sagt. Ja? Ich würde mich ja nicht als Synchron, weil dann müsste ich ja, es gibt auch von mir, auch auf meiner Seite, ein Dings aus einem polnischen Krimi. Da habe ich den großen Syndikatsboss gesprochen. Ja. Aber
Da habe ich mir hier zu Hause einen abgebrochen. Ich habe den, Mhm. der war nur wenige Male im Film zu sehen. Und diese wenigen Male, da versprach der Schauspieler, ja, ich kann Deutsch. Weil er hat so schlecht Deutsch gesprochen, dass man ihn nicht verstehen konnte. Dann hat die Fernsehstation da drüben gesagt, das können wir dir so nicht abnehmen. Dann hat er mich, der Filmemacher mich angerufen und gesagt, kannst du mich retten? Und schickte mir die Filme und da habe ich gesagt, das kriege ich hin, aber ich brauche mindestens bis morgen Abend. Okay, kein Problem. Dann haben wir einen Preis ausgemacht und dann habe ich mich hier hingesetzt und fragt nicht, was mich das gekostet hat, das exakt auch mit den Sprechpausen und den nachdenklichen zwischendurch doch schon an Zeit gekostet hat, das so hinzukriegen. Ich habe ihm dann die Tonspur so geschickt und habe gesagt, exakt so kannst du das unter deinen Film legen. Auf die Zehntelsekunde, das stimmt. So, was ich gekriegt habe, kann ich dir sagen. Er hat 200 draufgelegt. Okay, ja. Ja, weil ich den Arsch gerettet habe auf Deutsch. Ja, Ja, aber, okay. Deswegen, also nein, ich habe ganz großen Respekt vor Synchronsprechern, die sich da auch direkt so in diese Rolle rein verdenken und jetzt und auch den Duktus finden, wie einer spricht. Also ich weiß nicht, ich habe es versucht, aber ich fand die Ergebnisse nie so toll. Wie gesagt, hier zu Hause war es meine Zeit. Ja. Aber da im Studio würde ich deren Zeit ganz schön beanspruchen. Ja. Das würden die dann auch nicht mehr witzig finden, glaube ich. Und ist Xardas ein Voice-Over dann oder ist es trotzdem, also ist Xardas ein Voice-Over theoretisch? Das ist ein Voice-Over. Okay. Guck mal, natürlich spricht er da. Ja, aber was macht er? Was er da jetzt genau sagt, weil ich weiß noch, dass gewisse Nahaufnahmen, wenn es ziemlich nah zu sehen war, ja, und dann kannst du ja wirklich auch von den Lippen machen. Da haben wir schon geguckt, dass das passt. Ja. Ah ja, okay. Das gab es aber nicht so oft. Aber da haben wir schon geguckt, dass das passt. Okay, na gut, das wollte ich wissen, ja. Weil du siehst, er hat die Lippen zu. Jetzt sagt er mit. Ja? Und nicht. Und dann kommt das M. Und der Mund ist auf. Das geht nicht. Ja? Also, das würde ich auch heute bei einem Voice-Over für einen Industriefilm oder so, ja, wenn da jemand spricht und ich mache eine deutsche Stimme, dann versuche ich schon, da mindestens so hinzukommen, wenn er kurz zu sehen ist, dass das einigermaßen übereinstimmt. Ja. Aber komplett synchron, jetzt einen ganzen Film synchronisieren, das könnte ich nicht. Nein. Und ich würde es auch nicht tun. Okay. Aber das ist schön, da habe ich jetzt auch noch was Neues gelernt im Prinzip damit. Das ist gut zu wissen. Okay, und du sagst dann, du hast sehr viel Respekt vor den Synchronsprechern. Wie ich ja rausgehört habe, wie anstrengend das sein kann. Ja. Also kann auch ganz lustig sein. Ja. Auch wenn da so zwei zusammenarbeiten, die jetzt sich auch gut verstehen und sich da gegenseitig in die Rollen reinhauen und so weiter. Das ist schon in Ordnung. Ja? Also, nee, aber es ist eigentlich ein ganz anderer Zweig. Ja. Ja, okay. Das mit dem Zusammenarbeiten, was erzählt, ich weiß jetzt nicht mehr, in welchem Film das war. Von einem kurzen gab es irgendeinen Film, der rauskam. Da waren so zwei Leute, die was gesprochen haben. Und der eine hat einfach sich irgendwas ausgedacht währenddem. Das war gar nicht im Text gestanden, weil er vergessen hat, das nachzulesen. Und dann haben sie gesehen, oh, das war so gut, das war so echt. Das haben sie dann in den Film genommen und das war dann im Film drin. Und das kam so echt rüber damals dann. Das passiert öfters mal. Ja. Man ist vorsichtig, wenn man zu irgendwelchen Aufnahmen kommt und irgendwie passt das nicht so ganz mit dem Text. Dann sitzt da draußen hinter der Scheibe die Agentur, die ja da wochenlang mit nur ihren besten 12 Leuten dran gearbeitet hat.
Und dann sitzt da der Kunde und der Toningenieur. Und dann sagst du, warum sagt ihr das nicht so? Aber das sagst du nur zu dir selbst und nicht vor der Agentur. Weil du kommst jetzt innerhalb von einer Minute auf einen neuen Text, der passen würde, und die haben 12 Wochen daran gearbeitet, dass der Text so passt. Diese Agentur wird dich hassen. Ja. Nur es ist halt so, ich sag mal, die denken sich Texte aus, wir sprechen sie täglich. Ja? Und du weißt, was fließt, was läuft und was eigentlich genau das Gleiche aussagt, aber kürzer. So. Da musst du aufpassen als Sprecher, da geht man nicht einfach hin und sagt, warum machen wir es nicht so? Weil damit brüskierst du die anderen. Ja? Das geht nicht. So, da muss man sehr diplomatisch ran. Und dann erarbeitet man sich das eben und sagt, ich hätte da noch eine Idee. Ja? Wenn wir statt so und so sagen, ja, wie können wir das sagen? Ja, mal das ist das Gleiche. Ja, also laut Duden und die sind eben. Klar, wenn 8 Leute jetzt darüber nachdenken, ob man das Wort so oder so sagen kann, dann kommen da 7 verschiedene Meinungen raus. Können aber auch 12 sein. So. Also weißt du, was ich meine? Ja, klar. Und, aber dann kann man sich so dahin arbeiten. Ja? Aber jetzt einfach zu sagen, ach hör mal, der Text, der ist aber, das kann ja auch nicht passen. Aber ich weiß, wie es passen würde. Danke, mein Freund. Streich ihn auf unserer Liste. Es war schön, mit dir zu arbeiten. Klar, logisch. Ja. Du hast ja auch viele berühmte Menschen getroffen. Was war für dich die bemerkenswerteste Person, die du je getroffen hast? Die bemerkenswerteste. Boah. Oder die dich am meisten inspiriert oder wie auch immer. Einfach so. Ja, Gott. Ob es jetzt ein Zauberer oder ein Sänger war. Oder dann zähl ein paar auf, die dir halt im Gedächtnis geblieben sind und. Ja, Gott. Engelbert zum Beispiel. Das war ein sehr schöner Tag. Ganz witzig. Übrigens auch Marianne Rosenberg. Hätte jetzt einige gesagt, was soll das denn? Mit der habe ich ein Interview gemacht und bei dem Interview, sie musste da deutlich ausholen in der Antwort. Mitten in dieser Antwort machte der Mikrofongalgen plötzlich ist dann so langsam vom Stuhl gerutscht, um dem Mikrofon zu folgen. Zum Schluss war nichts mehr zu sehen, weil wir beide auf dem Boden lagen und auf den Knien so in das Mikro reingesprochen haben, um den Satz, um diese Nummer zu beenden. Und dann habe ich gesagt, und jetzt schalt bitte ab! Ja, die konnten beide nicht mehr. Ja, also, wie gesagt, wie heißt, glaubst du das? Im Moment wüsste ich noch nicht mal, wie heißt er denn noch, der große Magier aus USA, David Copperfield. Ja. Das war eine Begegnung. Oder frag nicht, weil ich, Tina Turner bei ihr in der Garderobe, dank Steffi Graf, der ich meinen Platz auf einer VIP-Brüstung angeboten habe, weil ich im Sender kurz raus musste und musste für den Sender einen Konzertbericht durchgeben. Und Steffi stand hinter mir auf dem Tisch und mit ihrer Mutter. Ja, und guckte so vom Tisch runter und war damit am Juhu. Ne? Und dann hatte ich sie erkannt und habe sie dann gesagt, komm, hier, du, erste Reihe hier vorne, Balkon. Ja, ich muss raus und muss telefonieren, ob ich will oder nicht. Und dann steht da jemand anders da. Da steht sowieso jemand anders. Das hatte zur Folge, dass ich zurückkam, stand dann 1,5 Reihen sozusagen hinter ihr so schräg. Sie hatte mich dann auch entdeckt und
und machte so, willst du wieder her? So, nee, alles gut, alles gut. Dann kam die Pause und dann drehte sie sich um, schnappte mich am Ärmel und machte, komm mit. Mal Entschuldigung, aber wenn damals eine Steffi Graf zu mir sagt, komm mit, dann gehe ich doch mal mit. Ja, und dann lüftete sie ihren Pullover. Und unter diesem Pullover waren, ich weiß nicht wie viele Tickets für alle Areas, wo sie hin durfte. Wir sind überall überall durch und standen dann plötzlich bei Tina Turner in der Garderobe. So einfach. Also, das sind so Sachen. Earth, Wind and Fire, habe ich gar nicht gewusst, dass ich die sehe heute Abend. Ich bin doch zu Barry White gegangen. Okay, dann. Ich hatte keine Ahnung, wer da auf der Bühne steht. Entweder, wir haben es alle irgendwie nicht gewusst. Da fing die Band an zu spielen. Ich dachte, aber ein Riesenorchester, was der da hat. Ja. Ich dachte gar nicht, dass der mit so vielen kommt und so weiter. Ja, und dann spielten die mit einmal September und so weiter. Und ich sagte, hä? Das ist, weil ich kenne die Bandmitglieder im Einzelnen, ich kenne den Sound. Ja. So, und dann spielten die da mit einmal die mir bekannten Sachen von Earth, Wind and Fire. Und dann stellte sich raus, ja, das war Earth, Wind and Fire. Und die waren die Vorgruppe von Barry White. Den habe ich an dem Abend dann auch live gesehen. Ja, das war auch einer seiner letzten Abende. Ja. So, aber das geht ja auch um, weil auf Konzerten war ich durch den Radiosender. Kann ich dir nicht mehr sagen. Nenn mir irgendeinen Namen, ich sage ja oder nein. Ja, also mehr kann ich nicht sagen. Und jetzt so live getroffen hast du natürlich dabei dann auch immer wieder Leute. Ja, Casey and the Sunshine Band, ganz toll. Wäre ein toller Abend geworden, wenn die nicht einen so bescheuerten Tontechniker gehabt hätten. Ich bin wirklich zu dem hingegangen und habe gesagt, hör mal, ihr bummt's nur noch, hier ist nur noch Bass. Das kann's doch nicht sein. Das ist doch kein Sound mehr. Ja, das muss, ja schon, aber du hörst ja von der Band nichts mehr. Das ist nur noch Bass. Und ja, nee, das muss so sein. Da habe ich gesagt, jo, weißt du was, mach mal so. Ich mein Kärtchen in die Hand gedrückt, mit dem er als Amerikaner sowieso nichts anfangen konnte, das war gerade scheißegal. Und habe gesagt, sag einen schönen Gruß an deine Band. Ein freundlicher Bericht im Radio wird das nicht. Oh, you're working for the radio station. Sag ich, ja, fuck you. Weißt du, er hat mich vorher auch so behandelt. Ja? Du hast keine Ahnung, weil ich da raus. Und dann habe ich gesagt, ja, I'm working for a radio station, indeed. And you're not the first band I watched the concert. Ja, na gut. Hat man auch. Ja. War ein scheiß Abend gewesen. Ja, und dann gab es auch tolle Abende, also mit allem Möglichen. Und wo man auch natürlich, ich habe ja auch alle Veranstaltungen für den Sender gemacht, sprich, ich habe dort alle Leute auf der Bühne logischerweise auch kennengelernt, von Robin Williams bis und so weiter. Ja. Dass die sich nicht an mich erinnern, ist auch klar. Das ist die ganze Kelly Family damals und was weiß ich. Also es gibt so viele Leute, die du im Laufe der Zeit triffst. Thomas M. Stein kennen alle. Ja? Ariola Manager. Ja? Mit ihm war ich auf einem Golfturnier. Keine Angst, ich spiele kein Golf. Ich habe da die Beschallung gemacht für die Veranstaltung. Und Max Schauzer sollte eine kleine Modenschau, eine kleine extravagante Modenschau moderieren. Max hing allerdings im Stau fest. Das wurde nichts. Und dann kam Thomas zu mir und sagte, Bodo, können wir zwei das machen? Der Max kann nicht, der schafft das nicht. Aber wir müssen in der Zeit bleiben, weil ich habe es ihr versprochen, ich kümmere mich mal drum. Und dann habe ich gesagt, du, kein Thema. Da habe ich ihm erklärt, wie ich die Musik für die Modenschau vorbereitet habe, was ich da gemacht habe. Und dann haben wir beide zusammen diese Modenschau moderiert. Und das lief
Herr und Frau Vorhang. Ja. Und er kam dann hinterher auch zu mir und gesagt, weißt du was, das war ein geiler Tag. Haben wir doch gut hingekriegt. Habe ich gesagt, jo, Max kann sich nicht beschweren. Ja, also wir müssen uns nicht schämen für irgendwas. Nee, wirklich nicht. So. Und seit der Zeit bin ich auch mit ihm befreundet. Ja. Das sind so Sachen, jo, ach, du, da fallen mir bestimmt noch welche ein, auf die ich jetzt im Moment gar nicht komme, weil, wenn ich sie dann bräuchte, rufe ich sie an. Und dann funktioniert das auch oder so. Ja. Aber jetzt so spontan, weißt du, ja, ich kenne den und ich kenne den. Boah, ich kenne so viele Leute. Aber jetzt da irgendwie auf die Kacke zu hauen und sagen, ja, hier, guck mal, die Hitlist, ja, gell, da guckt er, die kennt ja alle nicht, ne? Aber ich, ja, nee, das ist auch nicht mein Ding. Okay, verständlich. Okay. Habe ich noch Fragen? Gute Frage. Gute Frage, nächste Frage, ich überlege schon. Nee, das habe ich alles schon. Ich gucke gerade nur meine Liste an, ob ich da irgendwas nicht gesagt habe. Ich habe jetzt das meiste eigentlich so frei aus meinem Kopf dich gefragt, auch ein paar extra Fragen gehabt. Nee, ich glaube, das ist bis jetzt alles. Vielleicht hast du noch irgendwas zu erzählen, was du gerne erzählen würdest, gerade so aus dem Kopf? Och, ich muss sagen, auch wenn ich jetzt im Moment in der Spieleszene nicht gerade großartig irgendwo auftauche, mich trifft das jetzt im Moment nicht so besonders. Wie gesagt, ich mache sehr viele Hörbücher neuerdings und das sind zum größten Teil Spiegel-Bestseller oder überhaupt Bestseller und kann mich also deswegen über eine gewisse Qualität da nicht beschweren. Liefert sie deswegen auch als Hörbuch gerne so ab. Wer mich also da haben will, der kriegt mich da. Ansonsten muss ich sagen, geht es mir gut. Ich kann mich nicht beklagen und ich freue mich auf praktisch schon den nächsten Tag, bei dem ich morgens, wenn ich den Computer einschalte, keine Ahnung habe, wie der Tag verlaufen wird. Das ist erstmal Version B und in dem Moment, wo ich die erste Mail gelesen habe, könnte dann doch erstmal A dran sein, weil vielleicht irgendwas auf mich lauert. Das weiß ich nicht. Viele kommen sehr spontan und manche bereiten da im stillen Kämmerlein was vor und kommen dann und sagen, jo, da sind wir. Okay, jetzt guckst du. Ja, wir brauchen bis morgen. Ja. Achso, bis morgen. Ja, wir sind schon zeitlich etwas, wir arbeiten da schon seit einem halben Jahr dran. Ja, da hätte man ein bisschen vorher Bescheid sagen können. Aber gut, ja, auch das ist so, deswegen kann ich nicht sagen, was kommt jetzt als nächstes Größeres. Ich habe keine Ahnung. Ich spreche jetzt gerade ein Buch ein, das heißt, seit er mit einem Tier lebt. Hört sich sehr seltsam an, der Titel. Ist aber ein Bestseller, hat die tollsten Kritiken von Bodo Kirchhoff. Und das spreche ich gerade als Hörbuch ein. Ich denke mal, das wird so 10, 11 Stunden gehen. Und ich habe keine Ahnung, was danach kommt. Weiß ich nicht. Ja? Ich habe gerade etwas über den Boden gesprochen, weil sich eine junge Dame, die selbst also mit Bodenkundlerin ist, und konnte sich vorstellen, meine Stimme klingt gut, wenn ich als Hallo, ich bin der Boden, der, auf dem du stehst. Alles, was unter dir ist. Ich kann dir Dinge über mich erzählen. Und das ist toll geworden. Ja? Ich habe da auch eine ganze Menge bei gelernt. Nur mal ein Beispiel. Da werden Baugruben ausgehoben und dann heißt es, wer braucht was für zum Aufschütten? Ja, hier, tu mal hier rüber, wir wollen eh eine neue Wiese anlegen. Gut. Ein Boden besteht aus mindestens 3 Horizonten. Nämlich der obere, der mittlere und der ganz untere. Was passiert beim Ausbaggern? Da landet zum Schluss der ganz untere auf dem obersten obendrauf. Und dann nimmt man diesen Boden und schafft ihn zu dir nach Hause. Und du meinst so, jetzt wollen wir Gras haben, da drauf machen. Ne, mach mal wirklich einen schönen Rasen hier vor der Tür.
kannst du abschminken. Da kommt nichts. Weil Boden teilt sich in 3 Horizonte auf, wo gewisse Sachen passieren und dann kommt da nichts. Würde man zum Beispiel heute hingehen und eine Baugrube so ausheben, dass man die obere Schicht, das wissen Bodenkundler wie weit, die obere Schicht dahin, die mittlere Schicht daneben und die andere Schicht dahinter. Und so, und dann genau so auch wieder bei dir in irgendeine Fläche einbringen. Dann kannst du da irgendwas draufstreuen und es wächst. Alles andere wird nichts werden, weil die Struktur nicht da ist, die es dazu braucht und damit da überhaupt irgendetwas wachsen kann. Ja, und das ist mir auch noch nicht so durch den Kopf gegangen. Mir ist es nur aufgefallen bei unserem Reitplatz, der nämlich auch mal ziemlich abschüssig war und der dann begradigt wurde und dann hat man da Gras drauf gestreut, ist nie gekommen. Ist nie was passiert. So hier und da sind so ein paar Fetzen und so, oh, guck mal da ein Hähnchen. So. Aber das sind also Sachen, die lernst du auch aus einem Hörbuch. Ja? Ich fand das fantastisch. Und es macht Spaß. Kommt jetzt im Juni auf den Markt und heißt einfach der Boden. So. Ja. Und so habe ich auch aus vielen anderen Büchern. Ich habe was über Psychopathen gesprochen. Frag nicht. Ich habe jetzt ein Buch rausgebracht, ein Hörbuch, also ich habe es nicht rausgebracht, ich habe es gesprochen, über den IOC und Thomas Bach und seine Verwicklungen zu Putin. Ja? Und wie sie uns belügen, betrügen, egal ob bei der Fußball-Weltmeisterschaft oder sonst wo. Es ist alles gekauft, geschmiert und sonst was. Ja. Ist es das, was du mir in der E-Mail da mitgeschickt hast? Bitte? Ist es das, was du mit der E-Mail mitgeschickt hast? Ja, so, richtig. Das war mir in der E-Mail als Bild drin, so als Werbung für mich, ja. Und das, Putins Oligarch heißt das. Und gemeint damit ist Thomas Bach, der es auch jetzt gerade schaffen will, Achtung, weiterhin IOC-Präsident zu sein, obwohl seine mehrfach verlängerte Amtszeit jetzt endgültig ist. Aber was hat er bei Putin gelernt? Ganz einfach. Wenn die Leute mich doch bitten, weiterzumachen, oh du mein großartiger Präsident, und wenn sie vorher die Hand aufgehalten haben und ein paar Millionen geflossen sind, die natürlich andere bezahlt haben, dann bleibe ich auch weiterhin. Weil, okay, dann erkläre ich mich notfalls zu noch einer Amtszeit. Ja. Verstehen uns, ja? Ja, auf jeden Fall. Und solchen Leuten gehört einfach mal das Handwerk gelegt. Also es ist einfach zum Kotzen, ich finde das so schlimm. Ja, und da bin ich nicht böse drum, dass ich dieses Buch gesprochen habe. Hat mir gut getan. Obwohl so manchmal bin ich aus der Sprecherkabine raus und sage, das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein, was für Drecksäcke. Ja. Adidas hat auch nicht anders angefangen damals. Da hat der eine Bruder dafür gesorgt, dass seine Olympiamannschaft Ausrüstung im Hafen nicht vom Schiff gelöscht wurde. Dann standen die Sportler ohne Klamotten da. Dann kam sein Bruder und sagte, ach, so ein Zufall, ich habe gerade. Oh Mann. Okay, das wusste ich jetzt auch nicht. Ja, ja und deswegen dieser Olympiatrikotwechsel da war. Ach Leute, das ist ja harmlos. Es geht nur um Kohle, es geht um Millionen, um zig und hunderte Millionen, die da verschoben und bestochen und belogen und sonst was werden. So eine Korruption sondersgleichen. Ja, nach dem Motto, was willst du? Ich bringe dir alle afrikanischen Staaten, kostet dich aber so und so viel, weil jeder von denen hält die Hand auf. So, dann hast du 24 Stimmen auf einmal oder so. Ja. Naja. Eigentlich gehört diese ganze IOC und das ganze gehört alles abgeschafft. Auch die FIFA ist nichts anderes. Die hängen ja mit denen dann teilweise auch zusammen. Ja, oder einer hängt bei dem anderen mit im Ausschuss oder sonst was. Ja. Da regen sie sich auf, wie die WM nach Katar gekommen ist oder wie die WM nach Deutschland kam. Ja, und
Der Franz Beckenbauer, der hat damals 6,8 Millionen. Putin hat 150 Millionen bezahlt. Da ist das ein Trinkgeld. Also, weißt du, und du kommst durch solche Bücher auch an Fakten, die dir sonst keiner sagt. Oder wenn du nicht die richtigen Fernsehsendungen guckst, die dann wahrscheinlich erst nachts um 12 halb 1 kommen, wo das irgendwo aufgeklärt wird. Oder Comedy-Sendungen. Comedy-Sendungen, da kriegst du manchmal auch sehr viel Hintergrundwissen. Ja? Weil die machen diesen Wissen ihr eigenes Ding. Ja? Da habe ich letztens noch zu meiner Frau gesagt, da musst du eine Comedy-Show gucken, damit du hinter die Kulissen gucken kannst und sagst, ach, so ist das gelaufen. Mann, bei unserer Fußball-WM damals, da haben die Politiker Franzl gebeten, mach, was du kannst, es ist uns egal. Und heute stehen sie da und sagen, oh, da hat aber einer. Oh Gott, wie scheinheilig. Ja. Das war doch auch letztens mit dem Schiedsrichter ja so, mit dem krummen Geschäften schon wieder, mit dieser Wettmafia und so. In Deutschland war das ja jetzt vor kurzem. Hab ich erst vor ein paar Tagen gelesen. Aber siehst du, also findest du so nicht heraus meistens das alles. Das findest du immer nur im Hintergrund heraus so. Ja. Wir kriegen davon nichts mit. Ja. Es wäre ja auch noch schöner, weil wenn wir das alle wüssten, dann müssten wir auch irgendeine Staatsanwaltschaft einschreiben. Ja. Sowas kriegst du meistens nur, wenn die Bombe schon geplatzt ist. Dann ja. Und wie gesagt, also da beim IOC, da haben zwei sehr gute Journalisten, ich glaube 3 Jahre gearbeitet und haben alles rausgeholt. Und alles ist alles. Hinter jeder Behauptung, die da steht, ist so ein kleines Sternchen mit einer Zahl. Und das kannst du hinten im Buch nachlesen, wo du das finden kannst, wann das gesagt wurde und so weiter. Ja? Das Ding ist perfekt gemacht. Also. Und deswegen habe ich auch gesagt, doch, da spreche ich. Das kann ich beantworten, auch wenn das ein Skandal ist. Ja. Gar kein Problem. Und ich meine, es ist auch gut, dass weil nicht alle Leute lesen Bücher. Und wenn das jemand spricht, es hören wirklich Leute nur Hörbücher über Bücher. Aus dem Grund, weil sie keine Lust haben, zum Beispiel zu lesen. Ja. Und da ist sowas halt sehr gut. Das ist halt sehr gut, wenn man das dann macht auch. Ja, viele machen das beim Autofahren oder so. Ja. Sagen, so, ich muss jetzt mal nach München, bin 4 Stunden unterwegs. Oh, erzähl mir mal ein. Ja. Oder ich sag mal, die blödeste Aussage war bügeln. Ja. Ist egal, ob er oder sie bügelt. Kannst du zuhören und Dinge und kannst aber vergisst dabei, wie scheiße der Job eigentlich ist. Also ich finde mich aufregend. So kann man dann auch mal noch mal zu einem Bestseller kommen, ohne ihn gelesen zu haben. Ja, auf jeden Fall. Okay, dann haben wir es geschafft. Wir werden jetzt uns hier verabschieden und danach will ich dich noch was kurz fragen und dann wären wir jetzt schon mal fertig. Also, ich habe mich gefreut, dass du auf jeden Fall da warst fürs Interview. War super toll. Wir sind sogar über die Zeit gekommen, wir sind auf 2 Stunden 10. Aber man verplappert sich halt gerne, wenn es Spaß macht. Also von daher. Wir sind etwas über der Zeit, aber war ja kurzweilig. Außerdem, du kannst ja auch noch schneiden. Genau, richtig. Okay, und will sich auch noch verabschieden von deiner Community? Ja, gut, bin ich jetzt gar nicht darauf vorbereitet, aber weil Robert Lemke hat mal zu mir gesagt in einem Interview, das war der mit welches Schwein hätten es gern, ja? Ein guter Moderator bereitet seine spontanen Gags hinter der Bühne ganz peinlich genau vor. So, ich bin ja spontan, habe nichts vorbereitet, aber ich sage trotzdem mal, es ist immer wieder schön von euch zu hören und ich freue mich auch, wenn sich Leute melden und sagen, Mensch, damals das und das hat mir gut gefallen oder auch wenn ihnen was nicht gut gefallen hat. Ich bin jetzt nicht derjenige, der stundenlang darüber diskutiert. Zum Beispiel auf meinem Video, bei meinem YouTube-Kanal, da kommen öfters mal irgendwelche Anfragen oder Meinungen und ich sage auch was dazu. Nein, mache ich gerne, aber ich lebe nicht in der Vergangenheit. Deswegen, also nur Gothic gibt es für mich nicht, denn ich mache auch noch, wie man gehört hat, ganz andere Sachen.
Aber Gothic war eben eins der Teile, was ein Großteil meiner Karriere mitbegleitet und auch mitgepusht hat. Das muss man sagen. Und sollte es denn wirklich ein neues Gothic geben, dann freue ich mich, wenn es auch mit mir dann klappt. Drücken wir mal die Daumen dafür. Ich bin gerne dabei und dann würde ich sagen, hören wir uns auf die Art und Weise wieder. Und dann frage ich auch, ich will deinen Namen wissen, Fremder, und stör mich ruhig bei meinen Studien. Zack.